Diese Veranstaltung ist als Diskussion angekündigt und ich hoffe auch, dass sie das ist und sein wird. Aber trotzdem möchte ich das Recht des angesprochenen Diskussionspartners an mich reißen, die Diskussion mit einem Statement zu beginnen. Also nicht gleich in die Rolle des Gefragten auszuweichen. Mein Statement, was ich machen möchte, ist, was ist ein Kunstwerk? Wie wird es in seiner Zeit gesehen? Das heißt, ich kann jetzt nur sagen, wie ich es sehe. Es mag sein, dass manche von Ihnen ganz anderer Meinung sind. Ich sehe jedes Kunstwerk in der Art eines sehr großen, komplizierten, vielgestaltigen Gebildes, das von vielen Seiten betrachtet werden kann und das in der Zeit seines Entstehens in seiner Gesamtheit sichtbar ist. Das heißt also, in der Zeit des Entstehens kann das Kunstwerk verstanden werden, weil es in dieser Zeit von allen Seiten gesehen wird. Ich weiß, dass diese Meinung nicht von den vielen Romanautoren geteilt wird, die den Künstlern die Rolle des unverstandenen Zeitgenossen zubilligen und sagen, er wird erst in einer fernen Zukunft verstanden. Diese romantische Idee kann ich mir nicht aneignen, wenigstens nicht für das 18. Jahrhundert. Also, wenn ich das als meinen Standpunkt in der Diskussion mal zuerst umreißen darf. Im Laufe der Zeit, so wie sich der Geschmack, die allgemeine Ästhetik, die allgemeine geistige Situation der Zeit wandelt, so wandelt sich auch die Betrachtungsweise der Kunstwerke der Vergangenheit. Und zwar sehe ich das so, dass von dieser Gesamtheit ein bestimmtes Detail besonders herausgegriffen wird oder besonders beleuchtet wird und über der besonderen Hervorhebung dieses Details das Gesamtwerk nicht mehr sichtbar ist. Es ist keine wertende Frage, es kann durchaus dieses Detail sehr interessant sein, aber es ist eben nicht das gesamte Werk. Sie können in der Kunstgeschichte sehr viele Beispiele dieser Art sehen. Im Laufe von Generationen, oft von Jahren, wandelt sich der Geschmack auch in der Betrachtung von Kunstwerken der Vergangenheit, weil man immer das an den Kunstwerken interessant findet, was mit der Kunst und mit der Ästhetik und überhaupt mit der allgemeinen geistigen Situation der Gegenwart am meisten korrespondiert. Und man sieht immer das heraus. So, jetzt diese allgemeine Einleitung übertragen auf den besonderen Fall Händel. Wenn ich sage Händel heute, dann fragen wir also Händel in seiner Zeit. Das ist die erste Frage, Händel heute. Und ich bin also der Meinung, er ist ein Bestandteil des Musiklebens seiner Zeit, sieht nicht über seine Zeit hinaus, die Zukunft interessiert ihn überhaupt nicht, die Vergangenheit ist für ihn nur als Stufe zum in seiner Zeit erreichten Gipfel, damals möglichen Gipfel, sichtbar und er sieht die Möglichkeit von den gebildeten Zeitgenossen, von denen, die mit ihm eine Sprache sprechen, eine künstlerische Sprache sprechen, voll verstanden zu werden. Die Mittel, die er anwendet, entsprechen genau dem Verständnis seines Publikums. Was er will, spricht er auch in seinen literarischen und in den überlieferten Zeugnissen aus. Er will unterhalten und er will
die Menschen ändern. Diese zwei Dinge, er will also, wie das in der Arie The Trumpet Shall Sound im Messias auch gesagt wird, er will auf der einen Seite, der Mensch ist nicht dasselbe, nachdem er ein Kunstwerk gehört hat, ein Werk von ihm. Das ist die eine Seite, das Ändern des Menschen. Das andere ist, der Mensch muss unterhalten werden. Und zwar auch, wenn er ein geistliches Werk hört. Er ist durchaus nicht der Meinung, dass ein Oratorium nur erbauenden Charakter hat, sondern es hat auch unterhaltenden Charakter. Er nennt es Entertainment und das ist unmissverständlich Unterhaltung. Bereits 30 Jahre später wird der Fokus auf eine bestimmte Seite des Werkes Händels gelegt. Die Barockzeit ist vorbei und in England gibt es um diese Zeit kein Musikschaffen mehr, das den Zeitgenossen den künstlerischen Bedarf wirklich befriedigen kann. So hat man also in England, in dem Land, in dem das zeitgenössische Schaffen zuerst in Disharmonie mit den Anforderungen getreten ist, hat man zuerst begonnen, sich mit alter Musik zu beschäftigen und hat also Händel schon sehr kurz nach seinem Tod wieder aufgeführt, in einer völlig anderen Weise. Man hat die Werke schon damals in riesenhaften Besetzungen aufgeführt, weil man eben einem gewissen monumentalen Zug, der ja zweifellos in den Werken enthalten ist, damals besonders hervorgehoben hat, andere Züge damit natürlich aus den Augen verloren hat. Auf dem Kontinent wurde Händel erst Ende des 18. Jahrhunderts wiederentdeckt von musikalischen Antiquitätensammlern. Und zwar ist die Mozartsche Bearbeitung des Messias eine solche Frucht. Sie ist das Auftragswerk eines Antiquitätenfanatikers. Der wollte den Messias aufgeführt haben und wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, ihn so aufzuführen, wie ihn Händel geschrieben hat, sondern er wollte ihn von dem ihm bekannten besten Komponisten der Zeit in ein zeitgemäßes Gewand kleiden. Das ist also die Mozartsche Bearbeitung und wer damit vertraut ist, weiß, wie eingreifend sie ist. Ich komme von Wien, ich weiß also, dass in Wien eine sehr starke Händel-Tradition seit damals ist und es gibt aus dem 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Bearbeitungen aller Oratorien von Händel, die wurden so zwischen 1820 und 1840 aufgeführt und zwar jedes Mal in einer extremen Transposition in das Klanggewand ihrer Zeit. Es ist auch hier sehr deutlich zu bemerken, dass ganz bestimmte Aspekte des Werkes, die der Zeit besonders entsprechen, hervorgehoben worden sind und natürlich wieder andere damit zurückgedrängt und dass also das Werk Händels vielleicht wie das keines anderen Komponisten des 18. Jahrhunderts eine kontinuierliche Aufführungstradition hat, die allerdings mit der ursprünglichen Fassung immer weniger zu tun hat, aber doch einen ständigen Kontakt, die Bekanntschaft von der Werke Händels, gerade der Oratorien Händels, hat eigentlich nie abgerissen, wie es bei Bach der Fall war, der ja 100 Jahre nicht aufgeführt worden ist. Aus dieser Tradition, die im 19. Jahrhundert praktisch keine Unterbrechung gefunden hat, entstand auch mit der allgemeinen Renaissance der sogenannten Werktreue in unserem Jahrhundert auch eine Art der Händel-Renaissance, in der die Bearbeitungen Mozarts unter anderem vielen anderen Instrumentatoren des 19. Jahrhunderts abgelehnt wurden als nicht werktreu, aber die gewisse Aspekte dieser Tradition wurden doch beibehalten und
ein Händel-Bild etabliert, das doch immerhin für 2 Generationen ziemlich unverändert geblieben ist. Jetzt ist die Frage für uns, unser heutiges Musikleben unterscheidet sich von dem Musikleben aller dieser Epochen, die ich also jetzt erwähnt habe, ganz fundamental, weil sämtliche Bearbeitungen oder Transpositionen waren immer Transpositionen eines Werkes des 18. Jahrhunderts in die jeweilige Gegenwart. Die Situation heute stellt sich anders dar. Das gesamte Musikleben heute basiert auf der Musik der Vergangenheit. Ich möchte das also in keiner Weise begrüßen und ich möchte es nicht bedauern. Wenn es nicht so wäre, dann wäre ich sicherlich dann würde ich keine alte Musik machen, genauso wie auch Händel keine alte Musik gemacht hat. Also das ist ein Faktum. Und die Frage, die für uns wichtig ist, sind wir musikalische Museumsbeamte, die zeigen, was hat es einmal gegeben und wie schön haben die doch damals komponiert, oder ist die Musik dieser Zeit, dieser Komponisten von irgendeiner Bedeutung auch für uns? Und weil wir heute nicht mehr in der Lage sind oder weil das gesamte Musikleben eben so fundamental verändert ist, dass es nicht mehr natürlich wäre, so ein Werk effektiv in die Gegenwart zu transponieren, indem ein zeitgenössischer Komponist das Werk, sagen wir den Messias, in die Sprache unserer Zeit übersetzt. Das würde entsprechen den Transpositionen Mozarts oder der anderen Bearbeiter im 19. Jahrhundert. Nachdem das nicht so ist, ist also die Frage, was ist am Werk Händels noch so interessant, dass wir überhaupt es heute noch aufführen wollen oder wieder aufführen wollen? Und ich möchte dazu meinen Standpunkt sagen. Wenn es nicht mehr ist, als zu zeigen, wie schön die es damals gehabt haben oder was war es, was die damals unterhalten haben, dann ist das für mich lediglich ein interessanter Nachmittag in einer Bibliothek, aber nicht eine künstlerische Aufgabe. Und ich interessiere mich überhaupt nur deshalb für die alte Musik, weil ich der Meinung bin, dass gerade deshalb, weil wir sie heute mit anderen Augen sehen als im vergangenen Jahrhundert, nämlich weil wir durch ein gewisses Vakuum, das zweifellos heute da ist, in der Lage sind, die Musik der Vergangenheit wieder mit Abstand zu sehen. Und wir sind können vielleicht wieder in die Lage kommen, das Gesamtwerk, ich komme jetzt wieder zurück auf mein erstes Bild, als Ganzes zu sehen und vielleicht auch wieder zu verstehen als Ganzes und nicht nur einen bestimmten Aspekt daraus. Das ist aber eine offene Frage, die ich auch nicht beantworten kann, aber ich kann es mir vorstellen. Und ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass man versucht, wieder auf den Urzustand zurückzugehen und, soweit das überhaupt menschenmöglich ist, zu vergessen, was dazwischen hinzugefügt worden ist. Es handelt sich ja bei den Hinzufügungen um nichts anderes als um verschiedene Brillen, die das jeweilige Werk der jeweiligen Gegenwart anpassen sollten. Also, es ist die Frage, brauchen wir heute so eine Brille oder ist es nicht vielleicht möglich, ohne Brille direkt auf das Werk des Komponisten zurückzugehen und eine Sprache zu finden, die sowohl den ausführenden Musiker überzeugt und dann natürlich auch den Hörer überzeugen kann. Ist es möglich, über den Schatten der vergangenen Generationen zu springen oder nicht? Ich bin der Meinung, ja. Also damit möchte ich die
mein Statement beenden und Sie um Ihre Fragen bitten. Also Sie sind alle völlig einverstanden und ja. Können Sie den Schluss noch ein bisschen klarer formulieren? Also mir kam gerade die Idee, so beim amerikanischen Gerichtshof, da formulieren ja die Verteidiger auch noch einige Fragen anders, um die Geschworenen zu beeinflussen. Und dann wird Einspruch erhoben, da sagt er, gut, ich mache es anders, aber er hat im Grunde die Geschworenen schon beeinflusst. Weil die Frage schon gestellt wurde und er kann das nicht mehr zurück. Man kann ja kein Wort zurücknehmen, das gesprochen Genau, wurde. Sie sagten, Sie glauben, man kann über den Schatten springen. Meinen Sie, dass auch die Zuhörer das können? Ich meine, diese Gruppe Zuhörer ist ja doch sehr heterogen. Natürlich. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Tradition bei den Zuhörern eine sehr wesentliche Rolle spielt. Darüber gibt es keinen Zweifel. Also, kommt die Intention des Ausführenden jetzt wirklich rüber? Oder welche Erfahrungen haben Sie? Da meine ich, können Sie das ein bisschen noch... Ja. Ich bin der Meinung, die Tradition ist Vergangenheit. Das, was wir an Tradition, gerade in der Aufführungspraxis der Werke des Barock haben, ich glaube, das jetzt erklärt zu haben, war ja eine Transposition in die jeweilige Gegenwart. Diese Transposition ist stehen geblieben in der Zeit, in der eine Disintegration von Gegenwartsschaffen und Aufführung und Repertoire sich herauskristallisiert hat. Und das ist ungefähr um die Jahrhundertwende gewesen, vielleicht in den ersten Jahrzehnten nach der Jahrhundertwende. Und an diesem Punkt blieb die Aufführungstradition stehen. Jetzt sehe ich überhaupt keinen Grund, an einer Tradition, die keinen echten Bezug zur Gegenwart hat, festzuhalten. Ich bin der Meinung, wenn die Tradition, um die es sich handelt, ist die Brille von, sagen wir, 1910. Ich sehe keinen Grund, ein Werk Händels oder Bachs durch die Brille von 1910 heute sehen zu wollen. Denn wenn ich es überhaupt sehen will, dann will ich es entweder durch die Brille von 1973 sehen, das würde mich interessieren, oder ich will es ohne Brille sehen und will sehen, was kann das Werk mir direkt sagen. Und jetzt die Frage über den Schatten springen. Ich beschäftige mich jetzt seit mehr als 20 Jahren mit dieser Materie und ich glaube, selbst über den Schatten gesprungen zu sein. Also ich glaube sagen zu können, dass der Ausführende es kann. Ich weiß, dass es sehr schwer ist für den Hörer, aber ich weiß nicht, ob es nicht ein großer Gewinn ist für den Hörer, weil dieses Festhalten an einer Tradition, die bereits in Disintegration mit der Gegenwart ist, dieses Festhalten ist an sich kein Wert. Und ob der neue Aspekt, der möglicherweise der alte ist, aber ob ein neuer Aspekt, eine neue Sicht auf diese Werke nicht für unsere Zeit viel interessanter und viel wichtiger ist, ich würde sagen, ja. Nicht? Und ich würde sagen, derjenige, der über diesen Schatten nicht springen kann, der soll es entweder versuchen, und wenn er es dann noch immer nicht kann, so bleiben ihm genügend Alternativen, um bei dieser, also von mir eigentlich abgelehnten, traditionellen Weise zu bleiben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch die Hörer, ohne es selbst zu bemerken, diesen Sprung sehr gut vollziehen können. Denn gerade sehr kritische Hörer werden bei einer ersten Konfrontation die große Unterschiedlichkeit, prinzipielle Unterschiedlichkeit der Interpretation als Schock empfinden und unzufrieden sein. Wenn Sie diese Unzufriedenheit nicht sofort dazu führt, dass Sie sagen, das wollen wir nie wieder hören, damit ist ja die Diskussion beendet. Nicht? Aber wenn so viel an Interesse bleibt,
dass sich der Betreffende noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal mit der Sache befasst. So habe ich bemerkt, dass also gerade sehr intensiv musikalisch interessierte Menschen zwar ablehnend bleiben, aber bei einer neuerlichen Konfrontation mit dem, was sie ursprünglich für gut gehalten haben und interessant gehalten haben, plötzlich bemerken, dass sie sich nur mehr verbal ablehnend verhalten haben schon im Laufe der Zeit, dass sie inzwischen schon auf das neue Boot umgestiegen sind und das alte gar nicht mehr verstehen. Also diese Transformation des Geschmacks, der musikalische Geschmack hängt ja sehr weitgehend mit Gewohnheit zusammen. Und wenn Sie eine Matthäus-Passion zum Beispiel 20 Mal in einer bestimmten Interpretation gehört haben, dann ist diese Interpretation die Matthäus-Passion. Jetzt hören Sie sie einmal in einer gänzlich anderen. Dann ist das Disharmonie für Sie. Dann ist das etwas anderes und natürlich zuerst einmal nicht etwas Besseres, sondern etwas anderes. Und erst die Erkenntnis, ob diese Sprache mir etwas sagen kann oder ob sie nur anders ist, erst das kann einen dazu führen, ob man sich für das eine oder das andere entscheidet. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bewegliche junge Menschen sich sehr leicht und sehr gerne in diese Richtung lenken lassen. Und ich muss sagen, persönlich glaube ich, dass man viel mehr von einer modernen Interpretation sprechen kann, wenn man auf die Grundlagen zurückgeht, weil wir können sowieso keine historisierende Interpretation machen. Wir sind ja totale Menschen des 20. Jahrhunderts und wir verwenden ja nur die Information, die wir aus der Zeit haben, um mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und mit unserem Gehirn des 20. Jahrhunderts und mit unserer Musikalität unserer Zeit eine moderne Interpretation zu machen. Also so glaube ich, dass vielleicht das einer der Gründe ist, warum diese Sprache, die vielleicht unmittelbarer an der Aussage des Komponisten ist, auch einen unbefangenen Hörer, der nicht allzu sehr mit der Tradition sich identifiziert, ansprechen kann. Also dann eine Alternative, die aus dem Zeitgeist heraus durch sehr intensive Informationen aus dem Barock diese Interpretation liefert. Ja, es ist... Ja. Ich kann jetzt zunächst das über Schatten bringen, sowas wie Tabula Rasa Tradition gibt es nicht und die vergesse ich jetzt mal ganz und höre nur diese Interpretation. Nein, es ist natürlich für mich so. Ja, Sie sagten gerade modern, also gerade zu einer modernen Interpretation, insofern finde ich das Alternative zu den traditionellen Interpretationen, die man ja... Für den Hörer ist es eine Alternative. Für mich ist es keine Alternative mehr, natürlich. Weil das wäre zu viel verlangt von mir. Nicht? Nein, nicht zu viel Arbeit, aber es gibt irgendwann einen Punkt, wo man sich entscheidet und ich kann nicht wie ein Chamäleon. Ich muss sagen, der Grund, warum ich aus dem Orchester ausgeschieden bin, war die Matthäus-Passion. Ich hätte sie kein einziges Mal mehr gespielt in dieser Weise. Nicht? Bitte? Ich gehöre eigentlich zu den anderen Leuten, die Sie eben geschildert haben, die nämlich von Anfang an sehr positiv Ihrem Musikstil gegenübergestanden haben und eigentlich seit gestern Abend, seit dem Messias, sehr skeptisch geworden sind. Ja. Ich habe Ihre Johannes-Passion-Einspielung gehört und war kolossal begeistert, bin ich restlos begeistert davon, weil das Werk auf einmal ganz klar wurde und deutlich und sichtbar, durchsichtig wurde. Und gestern Abend bei den fast 3 Stunden habe ich am Schluss das Gefühl gehabt, es hat sich in einem großen Manifestus erschöpft, was da zu hören war. Und es war alles wunderschön und zum Teil groß, aber das war eigentlich auch alles, da war das Erlebnis erschöpft. Es war ein Schön, wirklich nur Schönheit an dem Abend und nichts, was glaube ich tiefer gegangen ist. Ja, können Sie das näher definieren? Ich glaube, dass man an Werken wie Messias, wo ich glaube, das sehr gut zu kennen,
dass man sich nicht damit begnügen kann, das nur von schönen Sängern gesungen zu hören, von gut ausgebildeten Instrumentalisten gut gespielt zu hören, in einem Chor, von einem Chor gesungen, sondern in einem Chorstil, der auch sehr schön ist, aber sich doch dann nach dem 5. Chor mindestens erschöpft hat, weil man dann nicht mehr bereit ist zuzuhören. Ja, können Sie das näher definieren, woran das Ihrer Meinung nach liegt? Was ich, glaube ich, gleich zu Anfang gesagt habe, ich empfand den ganzen Abend als eine Dokumentation des Manirismus. Ja. Ja, nun ist es ja so, dass jede Musik, vielleicht könnte man als einzigen Bach ausnehmen, jede Musik verwendet ein Vokabular, das in ihrer Zeit verstanden wird. Ich habe es nicht. Nein. Ich schließe mich nicht Ja, gut. Ich glaube, ich müsste. Ja. Eigentlich auf Händel und nicht auf die Interpretation. Darf ich Sie fragen, worauf begründet sich Ihr Stil, den Chor die Chorsätze so zu interpretieren, mit der diese Ich verstehe die Frage überhaupt nicht, muss ich sehr ehrlich sagen. Das ist ganz klar, das Ja. Crescendo, Decrescendo des Chors, die Betonung des Chors. Wo nehmen Sie das hier, dass Sie sagen, so war es, so muss es gemacht werden? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ich schon von vornherein genügend deutlich gesagt habe, so war es, so muss es gemacht werden, das ist eine Fragestellung, die für mich völlig uninteressant ist. Die Fragestellung, die mich interessiert, ist die, wie war es und wie kann ich es am überzeugendsten bringen? Und wenn das nicht in Übereinstimmung stünde, dann würde ich es nicht so bringen, wie es war. Und wenn ich kann natürlich nicht wissen, wie es war, denn ich weiß, dass man aus den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, es gibt einige 100 Bücher, die Gesangstechnik und die Instrumentaltechnik und die Interpretation, die Aufführungspraxis der verschiedenen Zeiten behandelt, und es gibt einige heutige Bücher, die diese Bücher auslegen, und ich kann nur dazu sagen, dass genauso wie aus der Bibel sowohl die Militaristen als auch die Pazifisten ihr Material schöpfen, dass aus diesen Quellen sämtliche Widersprüche erklärt und begründet werden. Und wenn ich jetzt sage, ich kann Ihnen natürlich genau sagen, worauf wir unsere Interpretationsweise gründen, aber ich könnte Ihnen genauso das Material für den Widerspruch dazu liefern, wenn ich nicht daran glauben würde, wenn das nicht zugleich auch unsere Interpretation wäre. Und es ist mir völlig klar, dass die Spiel- und Singweise, die man sich einmal zugelegt hat und einmal angeeignet hat, für jemanden, dem sie nicht Natur ist, als Manierismus erscheinen muss. Es ist so, heute erscheint für mich die Singweise eines normalen, auch sehr guten Chores als manieriert, weil der permanente Sostenuto- und Legato-Klang für mich ein Manierismus in dieser Richtung ist. Es ist mir völlig klar, dass jemand, der in diesem Klang sein Ideal sieht, die Sing- und Spielweise von uns als manieriert empfinden muss. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht manieriert, sondern es ist uns Natur. Etwas anderes kann ich zur Frage des Manierismus nicht sagen, weil Manierismus wäre es dann, wenn wir etwas machen würden, wenn wir sagen, wir spielen diese Note lang und diese Note kurz und das, wenn also jemand unsere Spielweise nachahmt, ohne sie zu fühlen, dann ist das Manierismus. Aber wir spielen sie, weil sie unsere Sprache ist, dann ist es nicht Manierismus. Sie kann natürlich als Manierismus verstanden werden von jemand, dem sie nicht Natur ist. Sie haben mich gefragt, ich soll das näher bekommen, ja. Was ich gesagt habe. Ich bin als Musiker in diese Aufführung gegangen und war wirklich, bin aufgeschlossen eigentlich, nicht, dass ich etwa... Ja, ich bin überzeugt davon. Ja. Und ich kann nun wirklich dazu nicht mehr sein, ich bitte Sie mich dazu verstehen. Ich habe in der Aufführung gesessen und habe wirklich gedacht, eine historische Stunde, nicht im Sinne von historisch, sondern
eine Lektion zu sein. Ja, das steht natürlich jedem Menschen zu und diese Macht hat niemand von uns, dass er in einer Zuhörerschaft von 1000 Menschen oder ich weiß nicht, wie viele da waren, jeden Einzelnen von dem überzeugen kann, wovon man selbst überzeugt ist. Ich weiß nicht, wenn Sie das nicht, es kann an uns gelegen haben, es kann auch an Ihnen gelegen haben, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, dass ein und dasselbe Konzert von verschiedenen Menschen ganz verschieden aufgenommen wird und der eine geht verändert aus dem Konzert zurück, der andere geht nur mit einem ästhetischen Gewinn aus demselben Konzert und manchmal lassen sich sogar die Rollen vertauschen, es hängt also sogar unter Umständen von der persönlichen Einstimmung ab, was man am Abend vorher gegessen hat oder wie wirklich, also wenn Sie davon überzeugt sind, dass es die Interpretation war, die so kalt war und nur schön und nur manieriert, dann, wenn Sie davon überzeugt sind, dann kann ich dazu nur sagen, es war nicht unsere Absicht, so zu musizieren. Und wenn wir wirklich historisierend musizieren und das selbst so empfinden würden, dann würden wir morgen damit aufhören. Darf ich Sie noch was zu dem Ja, gerne. Vielleicht ein anderes Gebiet, die Oper. Wäre es überhaupt möglich gewesen, auf lange Jahre eine Oper beispielsweise, die vor langer Zeit komponiert worden ist, heute noch zu hören, wenn wir nicht immer wieder verschiedene Details beleuchtet hätten und sie unter neuen Gesichtspunkten gesehen hätten und sie der Zeit angepasst hätten, das Libretto eben so gesehen hätten, dass wir etwas davon haben. Ganz bestimmt. Ich bin auch überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum viele Werke sich über die Jahrhunderte erhalten haben. Wäre das nicht auch mit dem Messias dann so? Wenn ich ein moderner Komponist wäre und davon überzeugt wäre, die Sprache unserer Zeit zu sprechen, dann würde ich eine Messias-Bearbeitung machen und in das musikalische Idiom unserer Zeit übertragen. Das war die eine der beiden Alternativen, die ich als theoretisch möglich am Anfang bezeichnet habe. Aber ich fühle mich dem nicht gewachsen und ich glaube auch nicht, dass es eine musikalische Sprache unserer Zeit gibt, so wie es das ja in den Zeiten, in denen das gemacht wurde, gegeben hat. Wäre ich Theologe, würde ich wahrscheinlich sagen, dass gerade in der heutigen Zeit wäre es vielleicht wichtig, bei einer solchen Vorlage, einem Libretto oder einer Textvorlage wie der Messias, das vielleicht unter ganz gewissen Voraussetzungen zu sehen und zu interpretieren, um dadurch die Leute vielleicht auch etwas aufmerksam zu machen. Ja, ich glaube, dass wir einen Weg in dieser Richtung versuchen. Ja, das war das, warum ich vorhin sagte, ja. Ich habe damit eigentlich gestern Abend kein Erlebnis verloren. Und deswegen habe ich so distanziert der ganzen Aufführung. Ja, das tut mir sehr leid natürlich. Also wenn ich noch einmal zu dieser ersten Frage, denn wenn Sie sagen, worauf gründen Sie diese Singweise? Also es kann sich dann nur darum handeln, dass ein Ton einmal stärker und schwächer gesungen wird oder dass das Nicht-Sostenuto-Singen vielleicht, meinen Sie so etwas, nicht? An Singweise. Das gründet darauf, dass praktisch jedes Lehrbuch der damaligen Zeit davon spricht, dass jeder einzelne Ton seine Stärke und seine Schwäche haben muss. Es gründet darauf, dass der Begriff der Phrasierung, der Phrasierung über einen großen musikalischen Ablauf hinweg, der dem 18. Jahrhundert völlig fremd war, dass anstelle dieses Begriffes, der im 19. Jahrhundert langsam mehr und mehr vorherrschend wurde, dass anstelle dieses Begriffes die Artikulation, die musikalische Aussprache des Wortes und der Zusammenhang zwischen Musik und Rede. Das heißt, es wurde die Musik immer als eine Rede in Tönen verstanden. Und genau das ist der Ausgangspunkt, von dem wir ausgehen. Und deswegen muss ich sagen, wenn unsere Interpretation überhaupt eine Überzeugungskraft hat, dann kann sie es nur deshalb haben, weil wir versuchen, mit Tönen zu sprechen und nicht schöne Klänge zu liefern. Wir sind überhaupt nicht interessiert an einer ästhetisierenden Wiedergabe und die
Diktion, die musikalische Diktion ist für uns wichtiger wie alles andere. Und ich muss sagen, alles das, was, also ich weiß nicht, ob Sie wollen, dass ich wirklich jede Einzelheit in der Quellenlage jetzt darlege, das würde dann zu weit führen, aber was die verschiedenen Quellen über Artikulation und über die Wiedergabe von Vokal- und Instrumentalmusik sagen, das ist für uns natürlich wieder eine Gesamtheit. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, bei Quanz steht aber, dass man diesen Triller, dann kann ich nur sagen, es gibt über diesen Triller, wenn man eine Quelle liest, dann weiß man etwas. Wenn man 15 liest, weiß man wieder nichts. Und wenn man 30 liest, dann hat man wieder ein Gesamtbild, das sich aus allen diesen Quellen zusammensetzt und das eine persönliche Einstellung zur Musik, zu dieser Musik hervorruft. Und ich glaube, das ist ungefähr der Standpunkt, in dem ich spreche hier nicht nur für mich, sondern für unsere Interpretationsweise als Ganzes. Nicht? Herr Autor, Sie machen es sich zu schwer, um Ihrem Gesprächspartner zu leiden. Er hat erhoben den Vorwurf des Manierismus. Gut, das ist ein Geschoss, das hat er abgelehnt. Und er hat es zum Teil begründet damit, dass es zu schön war. Nun ist für mich eine erhebliche Frage, ob Schönheit und Manierismus unbedingt zusammenfallen müssen. Aber darauf will ich nicht hinaus. Sondern ich möchte von Ihnen, nämlich jetzt einmal, Herr Amancourt hat jetzt etwas verteidigt. Ich würde jetzt mich freuen, wenn Sie Ihre Auffassung, die Sie bisher immer allgemein dargestellt haben, einmal begründen würden. Wie müsste denn nach Ihrer Auffassung jetzt die Händel-Interpretation, wie Sie als Musiker und als Theologe wünschen, etwa aussehen? Da wir fast alle Musiker sind hier, laufen wir ja gar nicht in die Gefahr, eine peinliche Fachsimpelei auszuarten, aber das müsste jetzt eigentlich noch, für mich, kommen. Und vielleicht werden Sie am Tag nochmal das Wort geben lassen. Ja, gerne. Ich glaube, dass das nicht unbedingt erforderlich ist, denn wir haben gestern den Messias in Ihrer Version gehört. Und ich finde, darüber wollten wir doch eigentlich diskutieren. Und wenn ich nun sage, dass ich sie manieristisch fand, dann muss ich doch nicht unbedingt sagen, wie ich den Messias aufführen würde, hätte ich das nötige Geld und die nötigen Mittel. Ja, aber dann trifft das Argument zu, was er da hinten sagte, dann zielt Ihr Angriff auf Händel und nicht auf die Aufführung. Wenn Sie jetzt keine Alternative nennen wollen und nur sagen, das war manieristisch und es hat mich nicht beeindruckt, dann zielt es wirklich mehr auf Händel. Ja, ich könnte Ihnen jetzt einige Aufführungen sagen, die ich gehört habe vom Messias, die ich sehr wohl beeindruckt habe und hinter denen ich voll und ganz stehen würde. Die auch Händel waren und da fand ich den Händel nur tatsächlich so, dass ich vertreten habe. Wodurch haben die sich ausgezeichnet? Das wäre glaube, diese Dinge sind. Man würde dann verstehen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, diese Aufführungen haben das gehabt, das hat Ihre nicht gehabt. Dann würde ich wissen, also woran liegt es? Dann könnte ich auch sagen, das werden Sie von uns nie bekommen, weil das zum Beispiel, ich bin ungeheuer beeindruckt von der Matthäus-Passion-Aufführung von Klemperer und ich kann sie in keinem einzigen Detail persönlich bejahen. Aber sie ist mir für mich ein ungeheurer künstlerischer Eindruck einer Interpretation. Und ich könnte viele solche Interpretationen nennen. Ja, wie Sie beispielsweise mit Ihrer Johannes-Passionsversion. Ja, vielleicht, nicht? Und wenn Sie so etwas sagen, dann sind Sie vielleicht mit der Erwartung, von uns kann man sich nur uns erwarten. Natürlich, nicht jemanden anderen. Vielleicht ist es aber auch eine Schwierigkeit, dass man den Messias wirklich zu oft gehört hat und vielleicht auch so oft mitgesungen hat. Und da dann schon wieder Ja, war es Ihnen zu ähnlich oder zu verschieden? Ja, das war nicht das, was ich erwartet habe. Bitte? Als Schützenhilfe für den jungen Mann und vielleicht auch als Advocatus Diaboli. Ich habe gestern mehrfach beim Herausgehen die These gehört, das war Swinging Handle oder das war Amour Plays Handle.
Soll ich Ihnen das mal als Inspiration geben? Ja, also das ist ein Argument, das ich wirklich sehr gerne höre. Ich muss sagen, jeder, der das so empfunden hat, der hat verstanden, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Wollen wir vielleicht nicht in einer scheiternden Diskussion und Besprechung ausarten, Interpretation, sondern vielleicht doch ein bisschen mehr zur Sache kommen. Sie sprachen vorhin von den sprechenden Tönen, nicht? Ja. Es gab gestern im Auditorium viele Fragen, was sind das eigentlich für Instrumente, auf denen gespielt wird und warum wird auf ihnen gespielt? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen ausführen. Ja, ich möchte allerdings dazu sagen, dass für mich, es wird natürlich, weil wir ja mit Originalinstrumenten spielen, werden wir identifiziert mit der Interpretation mit Originalinstrumenten. Aber ich möchte unbedingt, bevor ich dazu etwas sage, die Reihenfolge der Wichtigkeit nennen. Denn die Originalinstrumente sind in der Reihenfolge der Wichtigkeit der Interpretation meiner Ansicht nach der letzte Schritt. Der erste Schritt ist die Musik selbst, also das Werk. Der zweite Schritt ist die Interpretation des Werkes, die Aussprache, die musikalische Darstellung. Und der dritte Schritt ist das dafür optimale Klangbild. Und ich würde niemals das Instrumentarium zu einem Selbstzweck machen wollen. Aber es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass für unser Werkverständnis, für unser Verständnis der musikalischen Aussprache, also dieser ersten beiden noch wichtigeren Punkte, das originale Instrumentarium optimal ist. Und wie fast jeder Musiker eines Tages bemerkt, es gibt kein fehlerfreies Instrument. Eine Zeit lang glaubt man, das moderne oder sagen wir sogenannte moderne Instrument ist wie ein Fotoapparat, das in der derzeitigen Situation bestmögliche Instrument, auf dem man alles machen kann, was man vorher noch nicht konnte. Es hat sich herausgestellt, dass so wie man auch nicht sagen kann, dass ein Bild von Rembrandt besser ist wie eins von Van Eyck, weil man inzwischen einige Maltechniken entwickelt hat, sondern jedes als Kunstwerk vollwertig sieht, so hat sich auch herausgestellt, dass die verschiedenen Musikinstrumente ab einem gewissen Stand der Entwicklung einen wahrscheinlich den menschenmöglichen Grad der Vollkommenheit erreichen und von diesem Moment an nur mehr muss jede Verbesserung mit einer Verschlechterung erkauft werden. Das heißt, wir haben von jedem Instrument haben wir eine Serie von verschiedenen Stadien, beginnend mit, sagen wir, 1500 oder so etwas. Nehmen wir an, eine Violine von 1500, Violine von 1550 und so weiter, jede Generation bis zur heutigen Zeit. Es ist in der Kontur dasselbe Instrument. Die Substanz, die Violine um 1500 ist genauso gut wie die von heute. Es ist um nichts schlechter. Und sämtliche Veränderungen, die an diesem Instrument im Laufe der Zeit angebracht wurden, haben einen bestimmten Zweck. Das heißt, das Instrument wurde entweder lauter gemacht, oder es wurde schärfer gemacht, oder es wurde dunkler gemacht oder weicher, um die Musik dem Wunsch des Musikers oder des Komponisten entgegenzukommen. Und heute haben wir kein spezifisch modernes Instrumentarium, das gibt es nicht. Vielleicht ist ein Elektronikstudio, könnte man vielleicht als ein modernes Instrumentarium bezeichnen, aber wenn wir das Instrumentarium des konventionellen Sinfonieorchesters ansehen, dann ist das nur eine bestimmte erstarrte Stufe dieser verschiedenen Mutationen. Das heißt, genau genommen ist es sogar die Stufe, in der sich das Instrumentarium etwa 1870 befunden hat, also etwa mehr als 100 Jahre alt. Und ich muss sagen, jeder Musiker hat also wenn er die nötigen Kenntnisse hat und das nötige Interesse, hat er ein enormes Repertoire, ein enormes Arsenal von Instrumenten aus 4 Jahrhunderten zur Auswahl.
Und er kann also jede Musik mit dem ihm optimal entsprechenden Instrument wiedergeben. Und das ist genau, was wir gemacht haben. Wir haben uns einfach mit den verschiedensten Instrumentarien intensiv beschäftigt und sind draufgekommen, dass verschiedene sprachliche Ausdrücke in der Musik, also ein sprechendes Spiel auf einer Violine mit einem Bogen von 1720 leicht auszuführen ist. Der will das selbst machen, der Bogen kommt dem entgegen. Dass es aber sehr schwer auszuführen ist mit einem Bogen von 1870. Und dass also, wenn man ein Instrumentarium nimmt, das aus einer anderen Zeit ist, dass man dann praktisch versuchen muss, etwas zu imitieren, wofür dieses Instrumentarium gar nicht gemacht ist. Denn der Bogen von 1870 ist gebaut für ein optimales Sostenuto. Und diese Stärke und Schwäche in jedem Ton, von der ich vorhin gesprochen habe, die ohne Zweifel das Hauptmerkmal unserer Interpretation ist und sicherlich von vielen auch als Manierismus empfunden werden kann, das ist genau das, wozu die alten Blasinstrumente neigen, wozu die alten Bogen optimal geeignet sind und auch die Besaitungen der Streichinstrumente, die Tasteninstrumente, die Tonentwicklung der Tasteninstrumente und die Spielweise jener Instrumente, deren Tonentwicklung wieder nicht so ist, wie etwa der Orgel. Die Gesangsausbildung ging denselben Weg. Ich kann dazu leider nicht sehr viel sagen, weil ich selbst vom Singen überhaupt nichts verstehe, aber ich habe mit Gesangspädagogen gesprochen, die sagen, dass diese wortdeklamierende, nicht Sostenuto-Singweise durchaus der Natur der Stimme angemessene Singart ist. Und das ist der erste Punkt. Die Aussprache der Musik ist mit den originalen Instrumenten leichter. Der zweite Punkt ist die Balance der Instrumentation. Wenn ein Komponist im 18. Jahrhundert ein Werk instrumentiert, so hat das, so wie die Mischung, die Zusammensetzung des Klanges einer Orgel eine sehr große Bedeutung für die Musiksymbolik und für die Schau, wie er sein Werk sieht und den Satz realisiert haben möchte. Und dass das mit den Instrumenten, die der Komponist wirklich bei seinen eigenen Realisationen gehört hat, am leichtesten möglich ist, das liegt ja auf der Hand, weil er andere Instrumente ja gar nicht gehört haben konnte. Und es liegt nicht nur auf der Hand, sondern es erweist sich in der Praxis, dass die Instrumente einer Zeit und sogar einer Schule, also bei uns geht das so weit, dass wir bei den Streichinstrumenten nur Instrumente einer Schule verwenden, weil sich zum Beispiel italienische Streichinstrumente so prinzipiell im Klang von den tirolischen oder deutschen unterscheiden, dass sie keinen Ensembleklang ergeben. Und ich glaube nicht, dass es leicht möglich ist, also grundsätzlich verschiedene Instrumente verschiedener Herkunft oder verschiedener Klangidee zu mischen. Und wir haben von vornherein, gehen wir davon aus, dass nicht jeder Musiker mit seinem Instrument kommt und dann entsteht ein Orchester daraus, sondern der Klang unseres Ensembles ist systematisch auf einem bestimmten Klangideal aufgebaut. Nicht? Und das ist die Violine, also das Streichinstrument Steiners, das in der Musik nördlich der Alpen für vielleicht 150 Jahre lang das maßstabbildende Klangideal war und auch uns sehr entspricht. Also wir können uns wirklich identifizieren mit diesem Klangideal.
Das ist also das Zweite. Und natürlich die Relation der Instrumente. Wenn Sie einfach ein Orchester verwenden, bei dem die Namen, die Instrumente heute tragen, eingesetzt werden, also für Trompete nehme ich Trompete, für Flöte nehme ich Flöte, so kommt ja das als Ergebnis heraus, dass die Flöte ein völlig neu erfundenes Instrument ist, denn die Böhm-Flöte unterscheidet sich ja von der chronischen Traversière, es ist zwar im Messias, kommt keine vor, aber mir ist das gerade eingefallen, so elementar, dass man fast von einem neuen Instrument sprechen könnte. Die sogenannte Bach-Trompete ist in Wirklichkeit eine Diskant-Kontrabass-Tuba und hat mit einer Trompete instrumentenkundlich und klanglich eigentlich gar nichts zu tun. Und würde sich in keiner Weise mit dem Streicherklang, also wir haben auch hier als Basis das Streichorchester, das relativ problemlos ist und uns den Klanghintergrund gibt, den wir uns vorstellen. Wenn auf diesem Klanghintergrund zwei Trompeten dieser Art mitwirken würden und sie wären die größten Künstler, die auch genau wissen, wie die Trompeten, die Naturtrompeten der damaligen Zeit klingen und wie man sie sind in der Lage, jede Dynamik zu machen, so würde das dennoch jeder musikalische Mensch als unerträglichen Fremdkörper empfinden. Also die Einheitlichkeit des Klangkörpers ist für die Balance absolut wichtig. Und auch die Kenntnis, was man tun muss, wenn man die Einheitlichkeit in einen anderen Klangkörper überträgt. Denn wenn ich überhaupt die Partitur Händels respektiere und gut finde, also wenn ich die Instrumentation Händels bejahe und ich führe sein Werk mit einem modernen Sinfonieorchester auf, dann müsste ich ja nicht einfach die Instrumente nehmen, die in der Partitur genannt sind, sondern ich müsste sie so neu ausbalancieren, dass wieder die Idee des Werkes durchkommt. Und das würde ziemlich starke Unterschiede machen. Die ersten Händel-Wiederaufführungen, also zum Beispiel in diesem Händelfest von 1786, glaube ich, die haben das noch so empfunden und die haben also die gigantische Vergrößerung des Chores, haben sie natürlich im Orchester mitgemacht, sämtliche Instrumente wurden vervielfacht in einem ziemlich vernünftigen Verhältnis und auch die Soli wurden von 4 Sängern gesungen, zusammen. Und man kann also sehen, dass das Verhältnis von der verschiedenen Klanggruppen in dieser Zeit noch bewusst war und erst später dann verloren gegangen ist. Denn ich glaube, dass in den symphonischen Aufführungen der Oratorien einer der Hauptmängel darin besteht, dass die Gesamtdynamik so enorm unterschiedlich ist. Sie können also eine von einem Instrument begleitete Arie und den darauffolgenden Chor, den kann man klanglich gar nicht mehr in einen einheitlichen Werk bewältigen, weil der Abstand so enorm groß ist. Also das ist vielleicht diese Dinge. Erstens die besseren Möglichkeiten, sich musikalisch auszudrücken. Zweitens die für uns optimale Balance. Und dann natürlich muss ein Musiker den Klang lieben, den er erzeugt. Und wir finden für diese Musik diese Instrumente einfach sehr schön, wenn sie gut sind. Und die schlechten, die akzeptieren wir sowieso nicht. Das ist eigentlich der... Ja, bitte? Nein, ich bin eigentlich... Ich wollte die nächste Frage stellen, und zwar zwei Fragen. Die erste eine sehr kurze, und zwar, Sie haben einen sehr tiefen Kammerton. Ja. Ist das aus der Überlieferung hier oder glauben Sie von sich aus, dass das der richtige Kammerton wäre? Ja, es ist auf jeden Fall der richtige Kammerton für uns, weil die Blasinstrumente, die wir verwenden, stehen in dieser Stimmung. Daher spielen wir in diesem... Bitte? Ist das einheitlich? Also man könnte sagen,
bei den Blasinstrumenten, die wir besitzen, ist es einheitlich. Aber wir können natürlich nicht jedes Konzert in einer anderen Stimmung spielen. Aber der Kammerton der Bach-Händel-Zeit liegt liegt durchschnittlich etwa in der Höhe, in der wir spielen. Das ist ungefähr ein Halbton tiefer als normal. Es gibt auch andere Stimmungen und wenn wir Bach-Kantaten aufführen, transponieren wir, wie das auch Bach gemacht hat. Das ist ein sehr kompliziertes Gebiet. Der Grund für diese Stimmung, für die Wahl des Stimmtones hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Klangcharakter. Die menschliche Stimme klingt natürlich gänzlich anders, ob ein Sopran um einen Halbton tiefer singt oder ein Tenor, macht einen großen Unterschied. Und das einzige Problem, was vielleicht für manche Menschen dadurch entstehen könnte, ist das sogenannte absolute Gehör, das dann andere Tonarten empfindet. Nicht? Aber nachdem ich weiß nicht, haben Sie das gemeint auch oder soll ich das Ja, natürlich ist es überliefert. Zusatzfrage von einer anderen Frage. Sie sagten vorhin in Ihrem Einleitungsvortrag, Sie wären nur in den Schatten gesprungen, Sie sehen ohne Brille die Werke klar. Wenn ich jetzt die Aufnahme der Hamollmesse vergleiche mit Ihrer neuen Bach-Kantatenreihe, das sind das Welten, die dazwischen liegen. Und jetzt frage ich Sie, Sie haben Bezug nehmt auf diese Bach-Kantatenreihe, die ja auf sehr, sehr lange Zeit projektiert ist. Denn Bach hat ja etliche Kantaten geschrieben. Wie glauben Sie, wenn Sie den Zeitraum von Hamollmesse bis zur ersten Bach-Kantate, wenn da Welten zwischenliegen, eine einheitliche Linie einhalten? Das kann kein Mensch. Denn wenn Sie von mir erwarten wollen, dass ich jetzt mumifiziere für die nächsten 20 Jahre, dann würden Sie ja jede künstlerische Lebendigkeit ausschließen. Und es wäre auch sehr ungerecht, wenn man von einem Musiker verlangen würde, eine Erkenntnis niemals zu korrigieren. Also das heißt, man kann nicht garantieren dafür, dass man niemals seine Meinung ändert und nicht vielleicht übermorgen etwas anders macht als heute, weil man inzwischen drauf gekommen ist, dass es besser ist. Oder es gibt ja auch eine Bandbreite der eigenen Meinungen. Jede Meinung setzt sich doch aus Ja und Nein zusammen und ist nicht nur Ja oder nur Nein. Ja? Da möchte ich die Welt nochmal präzisieren. Ja. Hamollmesse haben Sie zum Beispiel statt Knabenstimme und Altus haben Sie Frauenstimmen gesetzt. In den Soli. War Ihnen zu der Zeit noch nicht klar, dass das eigentlich stiefmütterlich war? Ja, ich weiß, es ist mir eigentlich heute auch noch nicht klar. Aber ich würde nicht sagen, dass wegen der Besetzung der Solo-Arien in der Hamollmesse, denn der Chor ist ja auch damals von Knaben gesungen worden, dass wegen der Besetzung der Solo-Arien Welten, also das ist bestimmt nicht der Grund. Nicht nur das, es ist nicht nur besetzungstechnisch, sondern auch in der Phrasierung. Ja, ich würde sagen, es wäre traurig, wenn wir uns in den 5 oder 6 Jahren, die seit damals verstrichen sind, wenn wir seit damals nichts gelernt hätten. Ja, danach müsste ich dann Ihnen vorwerfen, dass Sie öfter über den Schatten springen. Ja, wenn das so verstanden wurde, dass ich mit diesem Sprung im Besitz der Weisheit bin und nichts mehr zu lernen brauche, dann war das ein Missverständnis. Ich wollte nur sagen, dass es uns heute, der Schatten ist die Tradition, das heißt, das ist die Interpretationsweise, mit der wir aufgewachsen sind noch. Und in diesem Rahmen bewegt sich das nicht. Also ich glaube kaum, dass man eine Händel-Aufführung von uns erwarten kann, die in der Art ist, wie sie etwa vor 40 Jahren üblich war. Das kann man nicht erwarten. Und über diesen Schatten sind wir gesprungen. Und
Die Bandbreite der übrigen Möglichkeiten, da möchte ich mich auf keinen Fall festlegen lassen. Und ich glaube, das wird kein Musiker gerne tun. Denn so alt sind wir noch nicht, dass wir mit unserer Entwicklung abgeschlossen haben. Nicht? Dazu möchte ich eine Zusatzfrage stellen. Ist es denn nicht überhaupt zu der Zeit damals, dass die Komponisten ihre eigenen Werke auch verschieden im Laufe ihres Lebens aufgeführt haben? Ja, ich denke... Ich weiß jetzt nicht genau, worauf das begründet. Es kann natürlich sein, dass wir etwas damals nicht gut gemacht haben und jetzt besser machen. Es kann sein, dass wir verschiedene Möglichkeiten damals hatten, die wir jetzt nicht haben. Es kann aber auch sein, und das ist etwas, worauf ich immer wieder hinweise, dass es gibt unendlich viele Möglichkeiten, etwas aufzuführen. Davon sind 150 garantiert falsch. Diese 150 versuchen wir auszuklammern, bleiben aber noch immer unendlich viele, weil auch unendlich minus 150 noch immer unendlich ist. Also, wo wir uns bewegen wollen, bitte legen Sie mich jetzt nicht fest, es ist möglich, dass wir auch einmal eine von den 150 erwischt haben. Das war dann ein Fehler, dessen wir uns schämen. Aber von diesen unendlich vielen Möglichkeiten wollen wir natürlich Gebrauch machen im Rahmen unseres Musikverständnisses. Und wenn wir in unsere eigenen Noten hineinschauen, es kommt ja immer wieder vor, dass wir Werke mehrmals spielen, wir ändern das immer wieder. Es wäre ja schrecklich langweilig sonst. Ja? Ist, glaube ich, nicht noch etwas Trauriges, trotz allem Positiven, das Ihre neue Interpretation gebracht hat, passiert. Nämlich, dass Sie den Musiker, der wirklich interessiert ist, und den praktischen Musiker, der Ihren Stil praktizieren möchte, haben Sie den nicht in genau die gleiche Lage gebracht, wie schon jahrelang der uns die Musiker Nova in die ausweglose Lage gebracht hat, als praktizierende Musiker nichts mehr aufführen zu können, weil nämlich die Gegebenheiten uns fehlen. Das verstehe ich nicht. Was wollen Sie damit? Sie meinen die Instrumente? Wenn ich alte Musik, angenommen, ich möchte sie so aufführen, wie Sie sehen, fehlen mir doch die Möglichkeiten. Nein, Sie müssen sie auf jeden Fall so aufführen, wie Sie sie sehen. Denn wenn Sie sie so aufführen wollen, wie ich sie sehe, dann wird es keineswegs gut. Das Einzige, was Sie könnten, wäre, ein Teil von unserer Sicht, sich zu eigen zu machen und sie dann so aufzuführen, wie Sie sie selbst sehen. Aber das Problem kann nur liegen zum Beispiel darin, dass das Instrumentarium, das wir benutzen, nicht jedem Musiker zur Verfügung steht. Wir haben in diesem Frühjahr in Holland ich kann jetzt leider nicht mit wir sprechen, eine Aufführung der Matthäus-Passion in Holland gemacht mit einem modernen Orchester, mit einem gewöhnlichen Sinfonieorchester. Und wobei ich also nur die 2 ersten Stufen der Interpretationsmöglichkeiten zur Verfügung hatte, nämlich das Werk und die Artikulation, die musikalische Sprache. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, war der, dass ich sehen wollte, wo ist der Punkt, wo der Musiker selbst sagt, so, jetzt muss ich ein altes Instrument haben oder ein zeitgenössisches Instrument haben, weil das kann ich nicht mehr ausdrücken mit meinem. Und es hat sich gezeigt, dass man sehr, sehr, sehr weit gehen kann und dass es keineswegs so ist, dass die Musiker enttäuscht und sich sagen müssen, wir müssen ja doch weiter so aufführen wie bisher, weil diese Möglichkeiten, es kann nicht jedes Sinfonieorchester sich ein zweites Instrumentarium für Barockaufführungen zulegen, denn man kann wirklich um so viel mehr von der musikalischen Sprache, wenn man sie schon kennt und besonders, wenn man sie in der Weise kennt, dass man sie mit den Instrumenten ausgeführt hat, auch mit einem ganz normalen Sinfonieorchester aufführen, vorausgesetzt, dass die Musiker das wollen, ich muss sagen, die Musiker dort waren sehr glücklich. Und das sind abgebrühte Profis, die jedes Jahr 5-mal die Matthäus-Passion spielen müssen. Nicht? Bitte? Ich habe mich schon mehrfach gemeldet. Entschuldigung. Dann kriege ich jetzt etwas hinterher mit dem, was ich sagen wollte. Wenigstens zum Teil erstens zu dem, was der Herr vorhin sagte, mit dem Manierismus. Mir scheint, da wurde nicht, ich glaube, das kam von dem Herrn, ich muss mit dem Finger zeigen, weil wir hier die Namen nicht kennen, wurde nicht ganz fair argumentiert. Wenn in der Kunst jemand
irgendwo manieristische Erscheinungsformen wahrnimmt, beispielsweise in der Baukunst, dann kann ich ja denselben nicht verpflichten zu sagen, was man an der Stelle stattdessen lieber sehen würde. Und in der Lage befand sich jetzt der Herr, denn das konnte er wirklich jetzt in dem Augenblick nicht sagen. Ich möchte nur Ihnen insofern Schützenhilfe leisten mit dem Manierismus. Ich möchte mal wissen, wo Sie eigentlich den Anspruch hernehmen, lange Noten kaum länger auszuhalten als ein punktiertes Achten. Darf ich mal erst zu Ende. Also da würde ich zum Beispiel eine manieristische Tendenz sehen. Insofern hat mir der Ausdruck hier imponiert, obgleich mir schien, er war nicht ganz klar angemacht. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber das ist wohl in der Diskussion nicht anders. Vielleicht verstehen Sie mich ja auch nicht. Ein zweiter ganz anderer Punkt. Ich möchte noch zu Ihren Einleitungsworten etwas sagen. Sie erheben eine sehr anspruchsvolle Ganzheitsideologie. Sie sagen, in der Barockzeit hat man die Musik verstanden. Da entdecke ich erst einen unreflektierten Gebrauch des Wortes verstanden. Ich sage meiner Meinung nach. Ja, das sowieso fort. Ja. Also ich möchte bezweifeln, dass die Gottesdienstbesucher in Leipzig Bachs Musik verstanden haben. Ich auch. Dann sagten Sie, im vorigen Jahrhundert habe man immer nur Details gesehen. Ja, das sagen wir. Aber ich bezweifle, ob Wagner oder Richard Strauss, wenn die frühklassische Opern bearbeiteten, nicht auch meinten, dass sie das Ganze sehen und besser zum Ausdruck bringen als vielleicht der Komponist. Und jetzt sagen Sie, für Sie gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Brille von 1973 oder den Sprung über den Schatten. Und Ihre Aufführung gestern hat gezeigt, dass Sie einen Sprung über den Schatten glauben gemacht zu haben. Aber dass Sie den Sprung wirklich vollzogen haben, das müsste erst noch erwiesen sein. Sie haben ja inzwischen schon einige Zurückzieher gemacht und eingeräumt, man könne auch anders und es gäbe also unendlich viele Möglichkeiten und so weiter. Das ist kein Rückzieher. Das liegt in der, die vielfältigen Aufführungsmöglichkeiten der Musik sind in allen Quellen belegt und das liegt auch in der Natur der Sache, dass es nicht nur eine einzige Möglichkeit, eine einzige richtige Möglichkeit für ein Werk gibt. Das ist kein Rückzieher, sondern eine uralte Meinung von uns, die ich überall vertrete. Da wären wir uns ja einig, denn es schien mir auch von einigen Diskussionssprechern hier so die Tendenz zu sein, gerne Orthodoxie hoch zu stilisieren. Und das, wenn man also gewisse Bedenken anmeldet, dass dann gleich gesagt wird, ja wieso denn und wieso soll man denn? Also da sind wir uns einig, bloß nicht eine neue Orthodoxie. Und Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie sich gewandelt haben, und wir haben neulich bei der Orgelfahrt ja auch gehört, wie auch die supermoderne Interpretation älterer Orgeln, wie die sich auch gewandelt hat. Man lächelt heute über die Restauration von den 60er Jahren bereits. Es könnte ja vielleicht mit Ihrer Interpretation, die heute als die einzig mögliche erscheinen könnte, nach einigen Jahren auch so sein. Natürlich. Ich kann dazu nur sagen, dass das ja die Interpretation von Menschen ist und dass wir von dem, was wir tun, überzeugt sind, genauso wie das die anderen auch sind. Von einer Orthodoxierung kann überhaupt keine Rede sein. Und ich bin ja sogar der Meinung, dass das Transponieren in die Gegenwart ein Zeichen für Gesundheit ist. Also das ist völlig selbstverständlich, dass Wagner davon überzeugt war, wenn er auch Mozart war davon überzeugt, die Werke zu verbessern, wenn er sie instrumentiert hat. Aber wenn Sie mich fragen, woher ich das Recht nehme, eine lange Note kurz zu spielen, so möchte ich fragen, was heißt das Recht? Wieso das Recht? Ich glaube doch, das Recht zu haben, die Noten zu lesen. Nicht? Ich fühle mich da nicht, das ist doch keine Rechtsfrage. Wenn ich einen Notentext lese, so habe ich das Recht, zu versuchen, festzustellen, wie die Noten gemeint sind. Das ist ja doch das primitivste Recht jedes Musikers. Diese Frage habe ich wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Dann dürfen Sie mich bitte nicht auf den Ausdrucksrecht jetzt festlegen. Ja. Das ist halt so. Aber Sie erheben doch den Anspruch, also ziemlich der damaligen Zeit gemäß zu interpretieren. Und folglich unterstelle ich meine, da muss ich mich ja auf Sie jetzt verlassen, wenn Sie das so interpretieren, fällt mir das auf. Und dann frage ich mich, woher haben Sie also die Belege für diese Interpretationsweise? Vielleicht darf ich das mal so sagen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Die Belege dafür liegen darin, dass die Notation keine der drei, unsere musikalische Notation,
keine der drei wesentlichen Dinge eindeutig ausdrücken kann. Sie kann weder das Tempo, noch die Tonhöhe, noch die Tondauer darstellen. Und wir sind also gezwungen, ich meine, kann ich voraussetzen, dass diese Behauptung, wird die akzeptiert oder nicht? Ich glaube, was da gemeint ist, nicht. Da ist jetzt eine halbe Note steht da und die hat in dem Ablauf so und so viel Schläge. Ich glaube, da wollen Sie raus. Und wenn sie nur halb so lang ist, dann widerspricht es dem Notentext, wenn ich so richtig. Es gibt einen Grundsatz, der in sehr vielen Quellen erwähnt wird, wahrscheinlich. Das ist der, dass jede Note die Hälfte ihrer Dauer auszuhalten ist. Wenn Sie meinen, es gibt ja auch lange Noten, die wir in den vollen Wert aushalten, nicht? Also es ist nicht so, dass jede Note verkürzt wird. Es gibt einen Grundsatz, der praktisch in sämtlichen Lehrbüchern der Zeit erwähnt wird, dass jede Note mit einer Stärke beginnen muss und mit einer Schwäche zu enden hat, die sich verlieren soll, also in das Nichts. Dass jeder Punkt, dass ein Punkt eine Pause ist, dass die Punktierung nicht ausgedrückt werden kann. Also eine punktierte Note bedeutet die Verlängerung um die Hälfte in der heutigen Auslegung der Notenschrift, die Verlängerung der Note um die Hälfte des Wertes und die nächste Note ist die Ergänzung dieses Notenwertes. Die Punktierung wurde früher nicht so gesehen, das kann man schon daraus sehen, dass nämlich die folgenden kurzen Notenwerte die Note meistens nicht ergänzen auf den vollen Wert, sondern manchmal darüber hinausgehen oder darunter. Die Punktierung wurde laut den damaligen Schulwerken, also mir ist überhaupt kein Schulwerk bekannt, in dem das nicht drinsteht, als die Gegenüberstellung einer langen und einer kurzen Note dargestellt, wobei die Länge der langen Note und die Kürze der kurzen Note nicht determiniert ist. Und sie kann also sein von einer Triolenpunktierung bis zu einer äußersten Schärfe eines langen Notenwertes zu einem äußerst kurzen, der nicht mehr in Zahlen sehr leicht ausgedrückt werden kann. Das ist auch sehr natürlich, denn wäre unnatürlich und unwahrscheinlich, dass man in der Musik etwas so Vielfältiges wie den punktierten Rhythmus in ein einziges Formschema, nämlich die Relation 3:1 bringen sollte. Und wurde es auch nie gemacht. Später haben die Komponisten versucht, diese Relationen genauer darzustellen durch Doppelpunktierungen oder durch Drüberschreiben von Zahlen. Und diese Dinge waren in einer Zeit nicht notwendig, in der die Komponisten nur von ihren Zeitgenossen aufgeführt wurden, dass daher die Konvention, was eine Note bedeutet, allen Musikern bekannt war. Ein ganz typisches Beispiel, zum Beispiel für die Verkürzung von Notenwerten, ist die Ausführung der Rezitative. Wahrscheinlich haben Sie das überhaupt gemeint. Nein. Also ich denke ganz konkret, besonders bei Sätzen im Stil der französischen Ouvertüre. Ja, da gibt es ja ganz strenge Vorschriften der Franzosen über die Strichart, die man nicht ausführen kann überhaupt in einer anderen Weise. Also der Punkt ist eine Pause, die punktierte Note muss im Abstrich gespielt werden, die kurze Note muss im Aufstrich gespielt werden. Jedes französische Orchester spielte so eine Ouvertüre vom Blatt in derselben Strichart, in derselben Strichweise. Jedes moderne Orchester würde es in einer genau umgekehrten spielen, um nämlich die Notenwerte aushalten zu können. Und nach der von den Franzosen überlieferten Strichart kann der Notenwert nicht ausgehalten werden und der Punkt muss als Pause dargestellt werden. Auch selbst dann, wenn es nicht, wie es aber der Fall ist, in den Schulwerken noch gefordert würde. Hier habe ich eine Frage, wo ich selbst nie klar war. Könnte nicht zur Erklärung Ihrer Frage noch ein anderes Problem eine Rolle spielen, nämlich die des Raumes? Stellen Sie sich vor, ein Raum mit einem starken Nachhall, bei dem ich jetzt die lange Note bis in den letzten Winkel Ihres Wertes aushalte und jetzt schließlich die kurze
an. Das würde doch akustisch wahrscheinlich zur Folge haben, dass es verschwindet und unklar ist. Wenn Sie etwas früher absetzen, wird jetzt ja der Nachhall und schafft gewissermaßen doch noch die Verbindung zu diesen Noten. Nur nicht mehr real jetzt in der Ausführung, aber als Klang. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Alten, wo die Kotzes, und es war noch als Praktiker die entscheidende Rolle für solche Maßnahmen gespielt haben, dass die auch zu diesen Notationsfreiheiten auf diese Weise gekommen sind. Wäre doch denkbar. Ja, jedenfalls hat der Raum eine enorm große Rolle gespielt für die Wahl des Tempo, denn es ist bekannt, dass Werke, die für Räume mit langem Nachhall geschrieben wurden, weiträumige Harmoniewechsel haben und dass Werke, man kann sogar auf die Tempi von manchen Werken schließen, wenn man die Räume kennt, für die sie geschrieben wurden, weil ein Harmoniewechsel natürlich nicht sich überlagern darf durch den Nachhall. Da war lange Zeit hindurch, gab es da ein großes Missverständnis über die Akustik der Thomaskirche, was die Tempi bei den Werken Bachs betrifft. Aber die Frage, was man hören soll in der notierten Musik und was man nur ausführen soll, um etwas anderes zu hören, das ist ja auch eine keineswegs entschiedene Frage. Denn wenn Sie sagen, der Ton muss früher enden, weil er ja im Raum noch länger klingt, dann ist ja das bereits eine sehr wichtige, auch musikalische Weiterführung der Frage der Akustik. Oder wenn ein Sechzehntel-Arpeggio, wie es in der Musik des 18. Jahrhunderts in Streicherstimmen sehr oft vorkommt, wenn das in der Partitur steht und ein Musiker sagt, man muss das hören, weil der Komponist es geschrieben hat, da könnte ein anderer Musiker, der zum Beispiel den Saal kennt, in dem das geschrieben ist, könnte sagen, man darf das nicht hören, weil das Sechzehntel-Arpeggio im Saal zu einem Akkord verschmilzt, der ein gewisses erregtes Zittern bekommt. Und das herauszufinden, was jetzt, ich meine, letzten Endes würde ich sagen, das ist eine Frage des Musikers und nicht des Historikers. Am Ende, das habe ich auch am Anfang gesagt, und ich möchte mich ausdrücklich gegen das Wort Rückzieher hier verwahren, weil ich höchstens nicht in der Lage war, am Anfang alle meine Meinungen mit allen Für und Wider darzulegen. Aber ich möchte sagen, zuletzt, bei aller Quellenkenntnis, kann einen Musiker nur das interessieren, was ihn überzeugt. Und ich würde nicht etwas richtig machen, wenn ich es nicht gut finde. Ja? Also genau da wollte ich jetzt anknüpfen. Sie sagten vorher auch schon, was Sie jetzt nochmal erwähnen, dass Sie würden weniger interessieren für die historischen Angaben über Aufführungspraxis, oder gar nicht dafür interessieren, wenn diese Angaben nicht entsprechen Ihrem musikalischen Geschmack und Auffassung. Und dann haben wir über die punktierten Noten gesprochen. Sie sagen jetzt, die Angaben sagen, dass die punktierten Noten so gespielt werden, dass der Punktwert immer eine Pause ist. Immer nicht, aber... Also Sie haben ziemlich ausschließlich... Ja, es wird in manchen Lehrwerken gesagt, der Punkt ist eine Pause, aber dass das nicht immer so ist natürlich ganz klar. Nicht? Das ist dann natürlich ein wichtiger... Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Aber das ist, was ich vorhin gesagt habe, wenn man eine Quelle liest, weiß man etwas, wenn man 3 Quellen liest, weiß man wieder nichts und wenn man mehr... Trotz dieser Einschränkung, was Sie jetzt erwähnen, würde ich gerne meine Frage, wie ich ursprünglich gedacht habe, fortsetzen. Ich ging davon aus, dass Sie das ausschließlich nehmen. Wenn Sie eine Vorhaltkette nehmen zwischen 2 Stimmen, wobei, sagen wir mal, die untere Stimme in punktierten Werten geht, und die nachschlagende Ton der Auflösung ist. Vorhalt Dissonanz, solange es punktiert ist. Bekannte Sache. Wenn Sie im Punktwert pausieren, dann entsteht keine Dissonanz. Ja, natürlich. Es gibt ja eine ganz wichtige Regel. Es gibt immer eine Regel, die die andere aufhebt. Ja. Das heißt, die Dissonanz muss betont werden. Möchte ich auch sagen, ja. Wenn die Dissonanz am Punkt ist, muss natürlich am Punkt die Note am stärksten gespielt werden. Das ist ja klar. Es gibt ja eine Rangordnung der Regeln. Es gibt ja auch eine Regel, die besagt, dass in jedem Takt eine Hierarchie herrscht, dass die 1 die stärkste Betonung hat, die 3 die zweitstärkste, die 2 die
zweitschwächste und die 4 die allerschwächste. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Regeln, die dieses Grundprinzip wieder aufheben. Ich dachte schon beinahe, dass Sie auch natürlicherweise in einem so einen differenzierten Standpunkt stehen. Aber warum machen doch viele, die vielleicht Sie nachahmen wollen, oder auch sonst warum, solche Sachen tatsächlich, dass die solchen eigentlichen musikalischen Spannungsgesetze nicht beachten und ganz dogmatisch auch im Falle von einer Dissonanz den Punktwert nicht beachten? Ja, Leopold Mozart hat gesagt, es gibt bestimmte musikalische Regeln, die sowieso auch, wenn man sie kennt, wenn man sie liest bei Mozart oder bei Philipp Emanuel oder bei Quantz, werden sie dem einen Musiker natürlich sein, dem anderen werden sie nur ein Material für die Aufführung bieten. Dem sie natürlich sind, der wird sie ihrem Sinn entsprechend ausführen, dem sie Material bieten, der wird sie den Buchstaben entsprechend ausführen, und dazu schreibt Mozart, diese Musiker sind blöd. Und bitte, das möchte ich ausdrücklich sagen, das Zitat ist nicht von mir, sondern von Mozart. Und wenn man also auf einen Vorhalt, ein Vorschlag muss lang sein. Wenn der Vorschlag auf einem Vorhalt ist, muss er kurz sein. Viele Musiker machen einen Vorschlag auf einem Vorhalt lang, das können Sie in Hunderten von Neuausgaben alter Musik finden, wo die werktreue Fanatiker diese Regel des langen Vorschlages beachten, aber die Regel, dass ein Vorschlag auf dem Vorhalt kurz sein muss, missachten, und genau diese Leute sind laut Leopold Mozart blöd. Also natürlich muss jede Regel ihrem Sinn entsprechend gehandhabt werden, und dass der Punkt eine Pause ist, bewirkt eine ungeheure Durchsichtigkeit in einem Satz, in dem die punktierten Noten eine rhythmische Funktion haben. Es bewirkt natürlich eine völlige Chaotik in dem Fall, wo es eine harmonische Funktion hat. Dasselbe gilt ja auch für Synkopen. Eine Synkope kann eine rhythmische Funktion haben, da muss sie betont sein, und sie kann eine harmonische haben, da muss sie nachgedrückt werden. Das ist aber nicht zu übersehen, dass solche Leute, die sowas also dogmatisch handhaben, auch eine ganze Riesenapparatur für Argumentation auch da haben. Die sind nicht nur buchstabentreu und stur oder blöd, sind sie vielleicht letzten Endes doch, aber die erzählen auch einiges über akustischen Gründe, Nachhall und so weiter. Da gibt es allerhand. Ja, das ist, was ich vorhin gesagt habe, dass man aus den Quellen genauso alles beweisen kann wie aus der Bibel. Ja, das ist ganz gefährlich häufig. Damit hängt zusammen weiterhin, dass sicherlich gab es im Barock auch sehr große stilistische Unterschiede puncto Deklamation. Dass die Artikulation und Deklamation zentral ist, das ist wirklich wahr. Aber die französische Musik hat einen anderen Stil als die frühe englische, und die italienische der Corelli-Zeit vermutlich auch etwas anders als die Bachsche. Sicherlich. Und wie kommt das, dass trotz dieser wesentlichen Unterschiede in der Aufführungspraxis, ja, ich möchte nicht direkt sagen bei Ihnen, ein bisschen auch, aber bei denen, die das nachahmen oder mit Ihnen gleichzeitig, gleichsam konkurrierend wirken, solche Unterschiede nivelliert sind? Ja, das finde ich sehr bedauerlich. Die stilistischen Unterschiede der Generationen und der Nationen sind meiner Ansicht nach sehr wichtig. Und ich finde das immer sehr bedauerlich, wenn ein Musiker sich ein Repertoire von Verzierungen zurechtlegt und das dann so wie die Ornamente im 19. Jahrhundert einfach auf die Fassaden kleistert, ob der jetzt eine Frescobaldi spielt oder einen Telemann, das sind immer dieselben Ornamente, die überhaupt nicht dazu passen, oder Tempi oder Diktion. Selbstverständlich gibt es wahnsinnige Unterschiede zwischen französischer und italienischer Musik im 17. Jahrhundert, und ich muss sagen, das ist uns sehr bewusst. Und wenn wir uns mit einer bestimmten Musik beschäftigen, dann sind wir gar nicht in der Lage, uns zur selben Zeit mit einer anderen zu beschäftigen, weil das viel zu kompliziert ist und weil man wirklich nicht
dass diese zugleich eine Vielzahl von Stilen und von Geschmäckern beherrschen kann. Ja, wenn wir das trotzdem machen, dann liegt das eben daran, dass wir eben nicht zugleich Menschen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts sind und eine gewisse von uns nicht erwünschte Uniformität eben dann doch herauskommt. Nicht? Ja, aber ich glaube, das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Es geht gar nicht so sehr um die Verzierungen. Dieser symphonische Sostenuto-Stil ist völlig klar, dass es falsch ist. Aber wenn man also überpointiert alles spielt, ich kann ja nicht vorstellen, dass William Byrd genauso klingen muss wie Couperin. Das darf gar nicht so klingen. Warum klingt das? Wir würden niemals einen William Byrd so artikulieren wie einen Couperin. Ich meine, haben Sie uns das vorzuwerfen? Nicht bei Ihnen, nicht bei Ihnen. Aber geht das nicht über die Frage Händel heute hinaus? Ja, es geht insofern nicht, weil mein innerer Aufhänger, was ich aber jetzt nicht laut sagte, können Sie natürlich nicht wissen, ist folgendes. Händels eigentlicher Lebensstil sozusagen ist die chorellische Klangwelt, im Grunde, mit einiger Übertreibung. Ja, bitte, das ist natürlich das ist eine Meinung, nicht? Nein, ja. Das ist eine Meinung, die Sie äußern, aber keiner von weder Sie noch ich haben mit Händel telefoniert und ich würde nicht das zu behaupten wagen. Nicht. Er hat sicherlich mit Corelli sich beschäftigt. Corelli hat jedenfalls ihn nicht akzeptiert als seiner Klangwelt zugehörig, das ist also deutlich überliefert. Und wenn man dann sagt, Händels Klangwelt ist die von Corelli, dann ist das eine Meinung, die müsste man aus der Musik schöpfen. Nein, ich glaube schon, dass ich aus der Musik schöpfe. Also ich habe aber Corelli war nicht dieser Meinung. Ja, Corelli hat den Händel nur als relativ jungen Mann erlebt. Zwar Händel war ein Frühentwickler, aber das dürfen wir wieder nicht, das wäre jetzt wieder eine geschichtliche, biografische Argument, was Sie sagen, was man in die Musik nie übertreiben kann. Wissen Sie, Sie wissen auch dass Corelli auch Corelli hat Purcell auch gering geschätzt. Ja, aber es ist also stilkritisch wohl zweifellos, dass Händel von Purcell sehr viel übernommen hat. Ja, ich meine jetzt nur, Sie meinen, es muss nicht stichhaltig sein, was damals geäußert wurde. Ich meine, selbst wenn er ihn gering geschätzt hätte, dann hätte er eben durch Osmose eine ganze Menge Stil von Purcell aufgenommen. Ich meine nur, wenn der Corelli Händel gering schätzt. Entschuldigen Sie, ich habe verstanden, Händel hätte Purcell gering geschätzt. Nein, Corelli. Ja. Ich möchte damit nur verhärten, dass es nicht unbedingt maßgeblich sein muss. Weil es ist ja ganz klarer Fall, dass der Purcell ein genialer Komponist war. Und wenn Corelli ihn gering geschätzt hat, dann ist wohl seine Schuld gewesen. Wir brauchen diese Äußerungen nicht überbewerten, die damals herrschten. Bach hat auch furchtbar viele Komponisten hochgeschätzt. Aber wo finden Sie zum Beispiel in einem Werk wie dem Messias, finden Sie da mehr stilistische Anklänge an Corelli? Also ich finde bei Händel folgende aus satztechnischen, melodischen Gründen eine ständige Verbindung zu Corellis Stil. Nicht gerade die Arienmelodik, aber der gesamte Instrumentalstil, die ganze Bassführung, die ganze Vorhattechnik, die ganze Vorrat von Modulationen oder Chromatik und alles geht ja nicht über Corelli hinweg. Und das ist über den Zeitstil hinausgehen. Ja, Sie müssen Corelli gleichsam hochrechnen. Wenn der ein bisschen mehr komponiert hätte, der hat ja wenig komponiert, dann würde ungefähr adäquat sein, dem, was Händel gemacht hat. Ich möchte damit nur sagen, Händels Stil ist doch ein relativ altertümlicher Stil. Ich glaube nicht, ich möchte jetzt nicht Thesen aufstellen, das geht, ich möchte auch nicht Monologe halten. Das müsste geprüft werden, wie weit Händel überhaupt so wesentlich fortschrittlich war und in der Richtung von klassischen Musik. Ich weiß nicht, wenn Sie Jefta kennen zum Beispiel von Händel, da ist eine Sprache bereits gefunden, die
ganz deutlich in die Klassik hineinweist. Das haben wir sehr häufig damals in Italien schon viel früher, nicht wahr? Also, ja, das habe ich nicht in Italien früher gefunden. Ja, Pergolesi weist ja, Sie wissen ja, dass Pergolesi noch viel weiter in die Zukunft weist. In einer anderen Weise, ja. Ja, nicht nur. Kennen Sie Messen von Caldara, die in die 20er Jahre schon ein Stilbild von Ja, wissen Sie, das kommt auf die Interpretation an. Da gibt es so viele Lehrmeinungen über diese Dinge, dass... Ja, natürlich. Aber wir wollen ja heute auch gerne mal, ohne dass wir weitschweifen werden, also konkrete Sachen versprechen können. Ja, aber wollen wir vielleicht nicht über Caldara sprechen, sondern über Händel heute dahin. Es hängt aber zusammen. Ja, ich will nicht oder missverstanden werden, polarisieren zwischen Ihrem Selbstverständnis und meinem Selbstverständnis, sondern vielleicht können Sie mal ein bisschen helfen, Sie besser zu verstehen, da wir heute hier sind. Frage, wie sind Sie zu dem Tempo bei The Temperature South gekommen? Zum anderen, wie kommt das, dass im Vergleichsweise der Alt sehr reich verziert und sehr interessante Verzierungen wurden, die sogar auch vom Cembalisten und von vielen anderen Instrumentalisten auch aufgenommen wurden, dass die Trompete überhaupt nicht einen einzigen Triller spielt. Ich meine, ich kenne den Autographen nicht, aber ich kenne gerade diese Arie immer nur, dass also Trompeter da auch trillern. Ja? Das ist ja den Vorhalt, dass man nur ausspielt und Feierabend. Und dann also Wissen Sie, eine Naturtrompete ist sehr schwer zu spielen. Und dieser Trompeter würde zum Beispiel den Triller vielleicht machen, wenn wir zu Hause das musizieren. Aber in einem Konzert, ich bin überzeugt, dass sehr viele Menschen es ihm wesentlich mehr ankreiden würden, wenn er gigsen würde, als wenn er nicht trillern würde. Und daher zieht er es vor, seine Arie, die auf der Naturtrompete wahrlich sehr schwer zu spielen ist, zieht er vor, ohne Gigser und ohne Triller zu spielen. Und wenn wir in aller Ruhe im Studio diese Arie aufnehmen würden, dann würde er sie trillern und ich glaube, dass das Recht eines Musikers ist, in diesem Fall seine Haut nicht zu Markte zu tragen. Denn man würde ihm das nicht danken, wenn er 5 gut gelungene Triller machen würde und an einem dann einen Gigser. Da würde man dann sagen, der gigst. Nicht? Also das ist das andere zur Verzierung. Ich bin an sich, stehe ich Verzierungen also vor allem vorgegebenen Verzierungen bei Arien sehr skeptisch gegenüber und die Reichhaltigkeit von Verzierungen wie viel noch, sagen wir, dem von Interpreten geduldeten Geschmack entspricht und wie viel bereits darüber hinausgeht, das kann man, glaube ich, in jedem einzelnen Fall. Wenn ein Musiker sehr gut verziert, wird man von ihm mehr Verzierungen gerne hören. Wenn einer weniger gut verziert, wird man es nicht gerne hören. Ich lehne es an sich ab, für Musiker, die selbst verzieren können, Verzierungen zu schreiben, weil die niemals so überzeugend klingen, wie wenn ein Musiker sie selbst macht. Und bei einer Aufführung, bei der intelligente Musiker zusammenwirken und musikalische Leute, da finde ich, muss man ihnen die Freiheit lassen, das ihrem eigenen Geschmack entsprechend so weit als möglich zu tun und nur, wo es wirklich den Rahmen sprengt, dort würde ich eingreifen. Wieder etwas anderes wäre der Fall bei einer Schallplatte, wo man etwas doch für einen größeren Zeitraum festlegt und wo die Verzierung, die ja etwas Spontanes sein soll und etwas Unwiederholbares, wiederholt wird. Nicht? Und da liegt der Fall Verzierung natürlich wesentlich empfindlicher. Und ich würde bei einer Schallplatte Verzierungen nur dort dulden, wo sie vom Komponisten so offenkundig erwartet werden, also zum Beispiel Triller auf der Dominante sind obligat, die müssen gemacht werden, die werden sowieso, das ist ja keine Verzierung in dem Sinn, aber eine Auszierung bei einem Da Capo würde ich nur in solchen Fällen und nur so tolerieren, als sie der Komposition, dem Verständnis der Komposition dienen, aber nicht dem
Fantasie des Interpreten wirklich alles abverlangen, weil das in der Wiederholung unerträglich ist. Besonders, wenn es echt improvisiert ist, was ja bei einer Verzierung doch, wenn möglich, sein soll. Noch eine Frage. Bei der Pifa habe ich, ja, also die Frage mit dem Tempo war auch nicht. Ja, die Frage mit dem Tempo, ich weiß nicht. Ist das eine Zugeständnis auch an den Trompeter? Ich meine, das kann Bitte? nicht verstehen. Nein, das ist kein Zugeständnis. Fanden Sie es schnell oder fanden Sie es langsam? Ich meine, es ist erstaunlich langsam gegenüber traditionellen Aufnahmen. Ja, wissen Sie, Woran orientiert sich dieses Tempo? wir machen kein Kontratempo. Und wenn ein Tempo gleich ist wie eine traditionelle Aufführung, oder wenn es schneller ist oder wenn es langsamer ist, das ist eigentlich nicht. Ja, und das Motiv der Trompetenarie ist jedenfalls ein Marschmotiv. Und wir stellen uns dieses Tempo kommt an sich sehr natürlich von Bam, Badam, 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 Badam. Das ist ein Tempo, das eigentlich jeder Trompeter von Haus aus natürlich findet. Der hätte es vielleicht sogar gerne schneller gespielt, weil er dann leichter mit der Luft auskommt. Aber wir haben weder es besonders extrem langsam als extrem schnell empfunden. Mich würde noch etwas interessieren. Sie haben sehr viel von Deklamation und überhaupt den deklamatorischen Sprechen, ja. gesprochen. Ja. Sehen Sie zum Beispiel bei der Pifa auch dieses als Priorität? Oder haben Sie vielleicht auch mal in Ihrer Gruppe ausprobiert, wie es ist, wenn ich Farbe als Priorität nehme und die Artikulation vielleicht in den Hintergrund stelle, als sekundäre, ja, das würde ich, Komponente. ja. Vielleicht an der Stelle nicht als Priorität. Helfen Sie mir da? Ja, ich sehe das auch, aber nicht bei der Pifa. Aber zum Beispiel in einem Accompagnato, wo die Singstimme etwas Bestimmtes ausdrückt und durch einen liegenden Akkord oder durch irgendwelche Concitato-Bewegungen begleitet wird, da ist bestimmt das Orchester als Farbe eingesetzt. Und auch sowohl die Streicher als auch manchmal die Bläser. Und da sehe ich das rein koloristisch und bei der Pifa ist das ein italienisches Hirtenmelodie, die hat diesen typischen pastoralen Siciliano-Rhythmus. Also ich glaube, dass die Farbe. Er ist ja doch assimiliert irgendwo. Inwiefern sehen Sie die Farbe? In der Partitur sehen Sie zum Beispiel nur Streichinstrumente bei der Pifa. Wir haben dazu 2 Oboen genommen, weil. Ja? Das kann ich nicht deutlicher machen. Ja. Also Vergleich. Wenn ich die Deklamation oder die Art, wie das Instrument spielt, durchsichtig mache, bei zum Beispiel Ravel, Anfang da zum Chor, ja. dann ist das völlig irrelevant. Da könnte man sagen, na, wie hochinteressant, dass man also nur weiß, was die Flöten und was die da auch spielen. Ja. Aber das ist ja nicht der Effekt dieses Anfangs, sondern da ist völlig das erstmal Priorität, dass die Farbe aufgetragen wird. Ob die nun jetzt auch in jedem Falle exakt da ihre Noten da hinsetzen und auch entsprechend artikulieren. Ja, Boulez würde das nicht bejahen, was Sie sagen, aber. Ja, ich meine, es ist schön. Da setzt sich also die verschiedenen Meinungen durch. Und mich würde mal interessieren, wieso hat in der Pifa für Sie Deklamation Nein, das ist eine einfache Liedmelodie, eine sehr einfache italienische Liedmelodie und ich muss sagen, ich denke da weder an Farbe noch an Deklamation, sondern an eine wiegende Gestaltung dieser einfachen Liedmelodie. Das ist eigentlich wir denken da alle nicht so kompliziert in dem Fall. Nicht? Bitte. Ja, ich wollte sagen, was Sie vorhin sagten, dass Sie wirklich vielleicht dem Publikum das vielleicht etwas erleichtern sollen, Ihre Aufführungsweise zu verstehen. Ihre Auffassung, wie ich habe den Faden verloren. Ich habe furchtbar lange warten müssen.
Ja, das tut mir leid. Ich bin also kein Diskussionsleiter an sich und es kann mir immer wieder passieren, dass ich Meldungen nicht sehe. Bitte? Ja, ich habe mal eine ganz andere Frage. Ich habe mich gestern etwas gewundert, dass gestrichen wurde. Und ich habe mich auch gewundert, was gestrichen wurde. Können Sie das vielleicht begründen? In so einem Werk ist jeder Strich ein Schnitt. Und was immer wir streichen würden, ich muss sagen, das Optimum wäre auf jeden Fall eine Gesamtaufführung. Ich bin ganz sicher, dass es eine große Zahl von Menschen geben würde, die eine Gesamtaufführung nicht durchstehen könnten heute. Ich kann nur sagen, wir können uns nicht mit eine Meinung zu eigen machen, wir spielen die schönsten Stücke aus dem Messias. Denn das wäre eine Beleidigung für jedes Stück, das man ausscheidet. Und ich muss sagen, es ist eine Beleidigung für jedes Stück, das man ausscheidet. Und wenn wir in 3 Monaten den Messias wieder aufführen würden, dann würden wir sicherlich andere Striche machen, weil man so etwas nicht kodifizieren darf. Dann wird dieses Stück abgestempelt, das ist eben eines, das man immer streicht. Und so haben wir vielleicht einige sehr bekannte Stücke gestrichen und berühmte Stücke, vielleicht deswegen, weil wir uns gesagt haben, es soll nicht unbedingt immer derselbe Strich sein, aber ein sehr wichtiges Moment war der textliche Zusammenhang. Ja, mir ist ja also zum Beispiel aufgefallen, dass Sie also in der Mitte des zweiten Teiles... Den zweiten Teil haben wir ja praktisch ganz gestrichen. Ja, nicht? Also Sie haben von diesen 3, diesem großen Chorblock, nur den ersten genommen, der ein F-Moll losgeht und einen As-Dur einen Halbschluss hat, dann kommt eine F-Moll-Fuge und dann kommt ein F-Dur-Schlussteil. Ja. Das hat ein As-Dur aufgehört und das fand ich außerordentlich unbefriedigend. Ja, ich auch. Mehr Stellen. Ja. Also ich glaube nicht, dass bei einem Werk, das einen so strengen Tonartenplan hat wie der Messias, dass ohne hineingefügte Modulationen und natürlich auch nicht mit hineingefügten Modulationen ein Schnitt befriedigend sein kann. Wenn ein Mensch das Werk kennt und den Tonartenplan kennt, wird er auf jeden Fall durch jeden einzelnen Sprung unbefriedigend entlassen. Das ist mir völlig bewusst und das tut mir auch sehr leid. Ja? Entschuldigen Sie, der Herr hinten hat schon früher gefragt. Ja, ich wollte noch mal einen Punkt anschneiden, den der junge Herr hier im blauen Hemd vorhin ganz am Anfang erwähnte. Er fing nämlich an, die Sache so ein bisschen theologisch zu beleuchten. Und das finde ich das habe ich nicht, wenn ich es als Theologe sähe. Ja, aber es war in die Richtung. Ich wollte das ein bisschen weiter ausführen. Ich finde das nämlich sehr interessant. Das führt dann nämlich mit der Frage des Verhältnisses zwischen Inhalt und Musik. Ich fand es leider ein bisschen überheblich, dass dann gesagt wurde, ja, wenn man vom Inhalt nichts mitkriegt, das tut mir leid. Dann muss es Ihnen auch um mich und um viele andere junge Leute leid tun. Wie, ich habe gesagt, wenn man von Inhalt nichts mitkriegt, dann tut es mir leid. Ja, es klang so raus, dass man also, wenn man vom Inhalt da eben nichts mitbekommt, das tut Ihnen leid. Nein, das tut mir. Viele junge Leute nach der Aufführung gesprochen und die haben eben vom Inhalt nicht viel mitbekommen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das Thema des Messias in seiner Gesamtheit ist so ungeheuerlich, dass man, wenn man es als Atheist betrachtet, an dem Mythos und wenn man es als Christ betrachtet, an der Verkündigung nicht vorbeigehen kann. Und es ist eine ungeheure Gesamtheit und ein Ganzes in diesem Thema des Messias drin, die Gesamtheit ist meiner Meinung nach durch ihre Aufführungspraxis nicht zum Tragen gekommen. Ich vermute das daher, weil es so den Anschein hatte, als wären mehrere hintereinander folgende kammermusikalische Teile, die zwar als einzelne sehr interessant waren, aber in ihrer Gesamtheit die Verkündigung nicht tragen konnten. Und jetzt stelle ich an Sie die Frage, wie Sie das Verhältnis zwischen Inhalt und Musik sehen, ob das bei Ihnen gleich ist oder ob bei Ihnen ein Teil Vorrang hat oder wie Sie das sehen. Es ist eine völlige Einheit. Gerade im Fall des Messias ist eine völlige Einheit da zwischen dem Text von Jennens und der Musik.
Und es war auf jeden Fall eines unserer wichtigsten Anliegen, gerade den Zusammenhang, vom Textbuch her in Opernsprache ausgedrückt, den dramaturgischen Zusammenhang des Werkes möglichst deutlich und überzeugend zu bringen. Und wir haben vor nichts mehr Horror, als eine Reihe von schönen Arien oder von schönen Nummern hintereinander zu bringen. Denn diese Unterbrechungen, die möglicherweise dazu geführt haben, dass so ein Eindruck entsteht, die rühren einfach daher, dass man einem Chor heute nicht zumuten kann, einen Abend von 3 Stunden lang zu stehen, ohne Unterbrechung. Also es gibt gewisse Zäsuren, die gemacht werden müssen. Es gibt ja auch Zäsuren im Ablauf des Librettos. Und ich möchte sagen, ich möchte mich jetzt hier nicht auf theologische Fragen festlegen lassen, weil das den Rahmen von so einer Diskussion wirklich sprengen würde. Aber ich glaube, was immer, man identifiziert sich bei der Aufführung von so einem Werk mit dem Werk, natürlich mit dem Text des Werkes auch. Und die Weise, wie Händel und seine Zeitgenossen zu so einem Oratorium selbst gestanden sind, war auch eine totale Verflechtung von sakral und weltlich. Denn das Weltliche und das Sakrale war ja in dieser Zeit noch nicht so streng und so unsympathisch getrennt wie in der heutigen Zeit. Und es war also durchaus im Sinne von Händel, das Werk als Unterhaltung zu sehen und zugleich auch als eine Sache, als eine Angelegenheit, die Menschen zu ändern. Beides war in seinem Sinn. Und wenn man daran denkt, dass viele Aufführungen, gerade die ersten Aufführungen keineswegs in der Kirche waren, sondern in einem Konzertsaal, so kann man sagen, man hat es als eine Erbauungsstunde, als ein geistliches Konzert, das eben zugleich musikalisch erbauen und auch ändern sollte. Denn ich glaube kaum, dass der Unterschied zwischen geistlicher und weltlicher Musik, der heute so überaus groß war, der war in der damaligen Zeit fast nicht vorhanden. Noch Haydn hat am Ende seiner Symphonie Immer Soli Deo Gloria geschrieben und es war eine Selbstverständlichkeit, dass jedes Musikstück in irgendeiner Weise auch ein Sakralwerk ist. Also ich glaube, ich muss in diesem Fall sagen, was der Hörer hören will, das hört er. Nicht? Also ich glaube nicht, dass man es uns anlasten kann, wenn man geistlich unbefriedigt so ein Werk hört. Es sei denn, man setzt voraus, dass wir da aus einer geistlichen Musik eine weltliche Tändelei machen. Und davon kann ja überhaupt keine Rede sein. Ja, andererseits ist nicht Tändelei immer gleich weltlich. Es kann ja auch etwas Geistliches fröhlich sein. Es muss ja nicht immer finster sein, monumental. Ja, so meinte ich das auch nicht. Ich vermisste bloß eben die Gesamtheit, die ich vom Inhalt des Messias her habe, diesen Bogen praktisch. Und diese Zäsuren, das ist natürlich klar, dass das allein die Technik der Aufführung erfordert. Aber irgendwie, ich kann das nicht erklären, ich bin kein Musiker. Ich vermisse irgendwie den gesamten Bogen über das ganze Werk gespannt. Für mich war es die Abfolge mehrerer kleiner Stücke, Arien und dazwischen war wieder ein Chor. Das ist aber der Fall. Ja, aber ich finde doch irgendwie, wo Sie gerade sagen, dass Sie das Sakrale mit dem Musikalischen vollkommen gleichsetzen, muss doch die Wirkung sein, dass das Typische des Sakralen, nämlich dieser gesamte Bogen, das Messias-Thema, auch im Musischen irgendwie. Ja, sind Sie sicher, dass Sie für dieses Ausbleiben der Wirkung uns verantwortlich machen müssen? Ich möchte Sie nicht so sehr dafür verantwortlich machen. Ich wollte bloß eben erklären, dass ich das irgendwie vermisste und dass eigentlich Ihre Aussage... Aber ist es nicht so, dass man heute überhaupt solche Werke nicht mehr so hört, wie sie gemeint waren? Ich glaube, dass die Tendenz des Hörers ist, die hübschen Nummern zu hören, und nicht so sehr ein Gesamtwerk. Und es ist durchaus unsere Tendenz, ein Werk als Gesamtes zu bringen und nicht als eine Anhäufung von Stücken.
Der links. Entschuldigung. Also. Ich möchte diesen Eindruck, den Sie hatten, genau widersprechen. Und zwar deshalb, weil es die erste Aufführung davon war, die ich gehört habe, die dynamisch ausgewogen war. Die üblichen Aufführungen, die zerfallen für mich in riesige Bergmassive und kleine Klupperbächlein dazwischen, weil nämlich die Arien zwischen den Massenchören völlig dynamisch verschwinden. Und das sind lauter einzelne Teile. Da sehe ich noch viel weniger gewogen als hier. Oder finden Sie das anders? Ja, also, wie man eben meiner Aussage entnehmen konnte, finde ich das natürlich anders. Mit den kleinen Bürgerbächlein, ich habe natürlich nicht so viele Messias-Aufführungen gehört, dass ich dann sagen könnte, der hat das so gemacht und der hat das so gemacht. Aber ich glaube irgendwie, ich kann mich nur wiederholen, ich vermisse als den Gesamtton, das muss irgendwie meiner Meinung nach ein Ganzes sein. Und ich hatte doch den Eindruck, dass das, wie Sie das schöne Beispiel eben erwähnt, so einzelne Klumpen waren. Das waren zum Beispiel die Chöre, die für mich in gewisser Weise irgendwie reinknallten und dann so kleine Klupperbächlein, diese einzelnen Arien. Also ich muss dazu sagen, dass ich habe den Messias vielleicht 50 Mal gehört und ich kenne keine einzige Aufführung, wo die Chöre weniger hineingeknallt haben wie die gestrige. Ich meine, wenn Sie sagen, die Chöre hineinknallten, dann muss ich leider dazu sagen, ich kenne keine Aufführung, in der das Halleluja so natürlich aus der vorigen Arie hervorgegangen ist und so wenig losgeknallt hat und sich erst entwickelt hat, oder in der Then the glory of God so natürlich aus der davorgehenden Arie herausgekommen ist. Das war nämlich die Absicht von uns. Und ich hatte den Eindruck, dass das gekommen ist. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das ist das der Sinn der Diskussion, wenn jeder seine persönlichen Enttäuschungen sagt, ich habe das nicht empfunden, ich habe das nicht empfunden. Ich meine, sind wir wirklich dafür verantwortlich, dass jeder Einzelne das empfindet, was er gerne empfinden möchte? Ja, es war, ja richtig. Und ich finde doch gerade auch in Bezug auf den Inhalt des Messias, den kann man genauso gut auch heute fragen. Ja, ich bin ja im Prinzip genau Ihrer Meinung. Ich bin nur nicht der Meinung, dass wir, also wir wollten diese Wirkung nicht erzielen, die wir erzielt haben bei Ihnen. Entschuldigung, ich habe gehört, der Herr zeigt schon lang. Das Missverständnis liegt einfach darin, dass Sie versuchen, für die geistliche Musik eine andere musikalische Sprache zu reservieren. Sie gebrauchten vorhin den Begriff Kammermusik. Es wäre kammermusikalisch gewesen. Und das sollte also dann in diesem Sinne ja negativ sein. Die Frage ist, ob es nicht die meiste geistliche Musik kammermusikalisch ist, wenn Sie beispielsweise bloß an die Hunderte von Sonaten von Telemann denken oder an die Arien für die Stube zu Hause. Das wäre also die eine Sache. Und weil Sie an den Herrn mit der blauen Jacke anknüpfen, möchte ich jetzt das in eine Frage umwandeln an Sie, Herr Hammerau. Offensichtlich ist dieser große Bogen, der vermisst wird, doch immer noch irgendwie ein Stein des Anstoßes. Und ich habe kürzlich in einem Musiklexikon von 1870 oder 71 gelesen über die Stricharten bei der Violine. Da ist überhaupt kein Legato zu finden, sondern da ist sogar bei schnellen Sechzehntelläufen die Ausführung geschrieben auf Tartini fußend immer noch. 32. Note, dazwischen 32. Pause und so weiter. Und ich wollte Sie einmal fragen, wo kommt denn eigentlich das Legato her? Oder das Sostenuto, wie Sie das nennen? Also ich würde sagen, wenn natürlich, ich bin auch kein wandelndes Lexikon und kann über sämtliche Violinschulen des 19. Jahrhunderts Auskunft geben, aber ich glaube, dass es Violinschulen in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits gibt, die einen Sostenuto-Strich wünschen. Und das ist ja selbstverständlich, dass solche Erscheinungen, solche technische Entwicklungen sich überlappen, dass also noch lange, wenn die Arbeiten von Tartini über die Geigentechnik waren ja sehr verbreitet und wurden sicher im 19. Jahrhundert noch lange als Grundlage für viele Schulen verwendet. Also dass solche Dinge lange noch
in Schulen vorkommen. Andererseits, dass schon sozusagen moderne Musiker mit dem Sostenuto begonnen haben, denn es ist, glaube ich, für jeden Musiker klar, dass eine 24-taktige Phrase einer Bruckner-Symphonie ohne Sostenuto und ohne das für dieses Sostenuto gebaute musikalische Werkzeug gar nicht realisierbar ist. Nicht? Also da überlappt sich schon manches, aber ich glaube auch, dass es im Ende des 19. Jahrhunderts noch eine Reihe von Komponisten gibt, die frühe Non-Sostenuto-Spielweise für ihre Werke verlangen und erwarten. Also diese Vorgänge in der Entwicklung des Instrumentenspiels überschneiden sich natürlich sehr. Eine Zusatzfrage. Würden Sie dann sagen wir mal, die Gleichsetzung des barocken Begriffs des kantablen Spiels, was wir ja bei Bach gelegentlich finden, auf keinen Fall gleichzusetzen haben mit Legato-Spiel, sondern dass darin diese Nuancierung in der Artikulation inbegriffen ist? Mit Legato würde ich sagen, mit dem, was man damals unter Legato versteht, vielleicht könnte man es da gleichsetzen, aber jedenfalls nicht mit Sostenuto. Also Cantabile kommt ja hauptsächlich vor in Tasten, in Werken also Schulwerken für Tasteninstrumente, und da geht es doch vorwiegend um das richtige Legato auf einem Klavichord oder auf einem Cembalo. Aber viel seltener kann man es bei Schulwerken für Streich- oder Blasinstrumente finden. Da findet man höchstens den Anklang, dass das Instrument, die Singstimme, den Gesang, dass die höchste Aufgabe eines Instrumentes ist, den Gesang nachzuahmen. Und da kann es natürlich nur darum gehen, den Gesang, wie er in dieser Zeit gepflegt wurde. Nicht? Es war hier, glaube ich, noch eine Frage, oder habe ich das übersehen? Habe ich da nur so eine Hand? Nein? So, also... Schütz schreibt irgendwo, entschuldigen Sie, ich muss wieder einen fremden Komponistennamen nennen, was also nicht mit Händel identisch ist. Schütz schreibt irgendwo, der von Italien auskommende steten musikalischen Strich auf der Violine. Ja. Ich bin kein Befürworter von Sostenuto-Spiel in Barockmusik, aber wie fassen Sie das auf, diesen Vermerk von Ihnen? Ja, das kann ich nur im Kontext sagen. Ich müsste das... Ja. Zweiter Teil Symphonie Sacre, zweiter Teil Vorwort. Ja, natürlich, aber es gibt ja... Es gibt kein weiterer Kontext. Es kommt nur, dass er hier genauso wie im ersten Teil... Es gibt ja bei Schütz genauso wie bei Monteverdi gibt es eine ganze Reihe von Soli, die mit gehaltenen Streicherakkorden unterlegt sind. Und um diese Dinge geht es. Das ist eine neue Erfindung der Italiener gewesen zu dieser Zeit, dass die Streicher nicht mitsprechen sozusagen im Dialog, sondern einen Klanguntergrund bieten, und dass das natürlich mit einem liegenden Strich gemacht werden muss, dass das besonders erklärt werden muss, weil es eine neue Erfindung war. Das ist ja natürlich. Ja, es leuchtet schon ein, aber das kann auch willkürlich sein, diese Erklärung, was Sie jetzt sagen. Wir haben dafür natürlich keinen Beweis, Sie können das auch nicht behaupten, dass gerade die Stellen nur gemeint sind. Ich meine, das ist eine Sache, die ich liebend gerne in einer Klasse für Aufführungspraxis anhand eines Werkes von Schütz besprechen würde und ausprobieren würde. Und dann würde ich Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Meinung über diesen Strich, und verschiedene Streicher könnten dann probieren, wie man das machen kann, und man würde dann die verschiedenen Streicherschulen und Werke von Farina oder Marini und Uccellini dazu nehmen. Ich glaube, diese Problematik ist bei weitem nicht so groß, als man es aus der Luft gegriffenen Zitat entnehmen kann, und es wäre nicht schwer zu sehen, was Schütz mit diesem Wort gemeint hat, wenn man es also konkret untersuchen würde. Aber ich glaube nicht, dass das hier im Weiteren zu behandeln ist. Entschuldigung. Ja? Wir haben gestern Abend den Messias gehört und werden übermorgen die Wassermusik hören. Können Sie vielleicht noch unter dem Aspekt, Herr Leute, ein paar Worte vielleicht abschließend, weil wir